black whale inhabiting the outer sea depths. What an excellent specimen. The pitch black whale inhabiting the outer sea depths. What an excellent specimen. The pitch black whale inhabiting the outer sea depths. What an excellent specimen. So, Servus. So, wir machen Tag des Gerichts. Oh, wait, what? Dafür gibt's das ungestörte Erlebnis. Alles klar. Huh? Do you also see Navia and Clorand over there? They look like they might have run into some kind of trouble. Let's go check out what's going on. Also, ich habe aus der Position, habe ich Navia gesehen und keine Chlorint. Hm. Still no dice? Not at all. And I've asked pretty much everyone in the court of Fontaine already. Lynette's ears drooped as soon as she heard that we'd have to be out and about for days on end. And Fremine, he hid himself under his helmet as soon as he realized there'd be people around that he didn't know. What about Chiori and Charlotte? I feel like both of them would be more than up to it. I've asked them already, but they're both pretty busy right now. I just gave the members of the Spina a few days off, too, so I don't want to bother them either. This is getting pretty difficult. Navia, Clorand, what's up? Oh my. Well, if it isn't my dear partners. How are you all doing? Huh. Navia? Huh? Oh, you mean... Yep, this is our chance. Do you need our help with something? Oh, precisely.
Precisely. My dear partners, we've got a huge problem right now that only you can solve. Whoa, for real? Absolutely. We've already exhausted all our other options. Traveler, Paimon, would you join us and play Marechaussee Hunter Judgment Day? Marechaussee what now? It's a new game script by the Tabletop Troupe, a local roleplay adventure club. Ever heard of the Tabletop Troupe? They put out games that allow you to participate in a story and roleplay characters with your friends. Oh, I've loved their stuff ever since I was a kid. That sounds super interesting. Clorand and I are both veteran members of the club. Recently, someone came up with a new script and was looking for people to help playtest it for them. And when they asked, of course I couldn't refuse. I mean, come on! A brand new script? Nobody has ever played it before. Generally speaking, scripts at that level of development have a lot of issues, but I think this one is pretty solid. The author obviously put a lot of work into the story, and the world building is also quite credible. Whoa. I know I was the one that handed you the script, but some of us haven't read it yet. No spoilers, please. Anyway, the script calls for a team of 4. Ah, yes. We're missing one final player right now. So, you're saying you'll help us out? I knew I could count on you, partner. Paimon and the Traveler are kind of a package deal. Is that okay? That's not a problem. I'll adjust the pace based on the actual number of players, and ensure that everyone has a good time. Well, Traveler, what do you think? Wanna play? Paimon will follow your lead. Well, that solves our problem. You have our thanks. Woohoo! I'll go grab the script manager from the club right away. The script manager? Didn't you just say that you gave Clorand the script? The club introduced a completely new kind of gameplay for this script. In this iteration, the Game Master's version of the script is incomplete. The script manager provides the next part of the script only after players have completed the current list of objectives. On top of that, in order to increase player immersion, the club has created some of the story's sets and scenes in real life. We'll only know where we should go once the script manager reveals the starting location. Wow, you're right. Whoever wrote this script really did put in a lot of work. And it's got a real healthy amount of suspense, right? I mean, even the GM doesn't know how the story will end. I look forward to experiencing it with you all. Why don't you go meet up with the others first? They should all be waiting at Chioria Boutique. I'll come over with the script manager as soon as I find them. Sounds good. Remember to always watch where you're going, and don't rush. You say that like I'm 6 years old or something. Let me think. What kind of character should I play this time? I just hope you'll pick up some useful skills this time. Oh, and stop trying to persuade every animal you come across. Warum hört sich das nach so einer Art Tabletop, nach so einer Art Tabletop-Spiel an?
Also, ja, ist es ja, weil es ein Brettspiel ist, aber halt so à la Pen and Paper. Sorry to keep you waiting. Ah, you're back! Huh? And you've got the Traveler and Paimon with you too! What a pleasant surprise. I assume you'll be joining us for the game then? Linny, Farina! Paimon didn't know you were playing too. Are you also members of the tabletop troupe? I'm more of a casual member if anything. I haven't taken part in many formal club activities. Lynette, Fremine, and I play something similar at the Hotel Bouffe Tété sometimes, but I'm usually the GM. Still, I'm sure it'll be fun being a player for the first time. I'm looking forward to it. Well, I'm not a member of the club at all. Claran simply woke me up first thing this morning, said there was a good script worth experiencing, and asked if I wanted in. If you're interested, I can give you a referral. That should give you a 40% discount on membership fees. I think I'll wait to see how this experience plays out first, especially when it comes to the quality of the script. If it's sufficiently fun, then I'll join. Do you participate in a lot of tabletop troupe activities, Clarine? You could say that. She's actually one of the few senior game masters of the troupe. Ah, right. I knew about that even when she was still my subordinate. It's nothing. Really, just a small hobby of mine. Wow. Paimon's so used to seeing you be all upstanding and intimidating as the champion duelist. It's kind of hard to imagine you role-playing with a bunch of friends. Surely you jest. I would never intentionally make things difficult for my players. I maintain a clear boundary between my professional and personal lives. The me you see at court represents the law and order of Fontaine. I put all personal feelings to the side and grant a fair duel to all who seek to defend their honor. But in my personal life, I'm just an ordinary person. Someone who feels anger and sadness, just like everyone else. Well, you say that, but for all the time I've known you, I don't think I've ever seen you cry. I've seen you get angry, sure, but now I'm wondering whether you were actually mad or if it just looked that way from the outside. I was probably in work mode during those times. Is that so? Well, in any case, I just feel like even in your personal life, you don't get emotional very often. So you want to see me cry? That might be a little difficult. A show of anger, though, that might be something I could accomplish. No, that's not what I meant. Ah, I'm back! Here, allow me to introduce you to the script manager, Mr. Florian. Pleasure to meet you all. Hello? Wait, are you a champion duelist too, Mr. Florian? Oh, no. This is just the costume provided by the club. I occasionally play a few of the roles in my scripts. That sounds like a lot of work. It's nothing. It's the least we can do to give the players a more immersive experience. Anyway, allow me to give you a brief introduction of the script. This script was adapted from the real history of the Marechaussee Hunters. You all will play the role of hunters from a bygone era and resolve a series of events unfolding in the capital. Paimon's not super familiar with the history of the Marechaussee Hunters. Is that a problem? Oh, no problem at all. I can give you a brief rundown. So, basically, Marechaussee Hunters were people who dedicated themselves to hunting monsters and protecting the city by using a special swordsmanship technique passed down over generations.
Their story can be traced back to the ancient Remurian dynasty, as well as the first hunter, Cassiodor. But I'll leave the finer details for you to seek out and discover later. Mm-hmm. And I'll provide additional commentary as the story progresses. In that case, brave hunters, are you ready to set out on an unknown adventure? Whoa, just one sentence and it's like we're in the story already! Aha, I see many a determined gaze before me. Very well, head over to this location and begin your heroic journey. So, as we follow the story, it leads us to specific scenes? Ooh, sounds pretty innovative. What does the message in the envelope say? It's the exact location of the scene, as well as the formal permission to use the venue. Huh, seems like they have everything prepared. Please check all your belongings, everyone, and make sure you haven't forgotten anything. Once you're ready, please follow me to the designated location. Sounds good! Hunter Squad, move out! Cool, dass es einen Teleportpunkt genau an der Grenze davon gibt. Warum musste ich mich jetzt erst hierhin begeben, dafür, dass ich jetzt weitergehen kann? Doch, Irk. Hallo. Ist da ein Teleportpunkt in der Nähe? Nee, natürlich nicht. Wir ignorieren jetzt einfach die Gegner, wir ignorieren sie einfach, ne? Einfach die Gegner ignorieren und dann ist alles gut. Oh, Entschuldigen. Resonanzschnecke? Ich würde ja schon gerne wissen, was da rauskommt, wenn ich jetzt... Es tut mir jetzt wirklich leid, ne? Aber... Transozeanische Perle. Warum? Entschuldigen, ich wollte dich nicht treffen. Kann ich auf dich draufspringen? Nope. What the? Whoa, they really have thought of everything. Even the Fatometer is here and ready to go for us. The Fatometer? What's that? It's a card that's used to determine action success or failure. We'll need to use it when we try to use certain skills. And what about all the dessert and tea? Is that for us as well? That's what the message said. Oh, really? That's so nice. It feels just like a tea party with friends. Those snacks have Paimon's name written all over them! I think you might be more of a snack hunter than a Marashose hunter, Paimon. Snack Hunter Paimon reported for duty! If there are delicious snacks to be found, Paimon will track down every last one!
The desserts are great. But I'm still looking forward to the story more than anything. Very fair. Then, let us begin. First, please pick up the blank character cards in front of you, and write down your name and profession. You can find an abbreviated version of the rules printed on the back of your character card. If you have any questions, feel free to ask me. In this story, everyone is a Marechaussee hunter. To reflect this, the club has prepared a small badge for everyone. Ooh, nice! As hunters, you have proficiency in swordsmanship and fighting by default, so there's no need to allocate any additional skill points to those areas. Swordsmanship? So there's a fighting part to all of this? Paimon's not sure she can do all that on her own. Maybe Paimon can just stick with you? Why don't you share a character card then? The Traveler will be the Marechaussee hunter, and you can be her little floating assistant. Huh. Kinda like in real life. So, for the name, do I fill it out with the name of my character? Yep. It can be any name you like. You can use your real name too if you want. I do that whenever I get too lazy to think of a new name. Oh, so it would be like experiencing a different life, but still as yourself. That's not a bad idea. In that case, I think I'll continue to use the name Linny then. Next up is the skill sheet. You have a limited amount of skill points that you can use to learn a number of skills. The more points you invest in a particular skill, the easier it will be to pass associated checks. I'll take persuasion and investigation. Those are must-haves when it comes to missions like these. Hallo Tion. Hallo und Grüße aus dem neuen Haus. Ja. Hast du den Umzug jetzt erfolgreich hinter dir? Jetzt musst du ja nur noch die Hälfte der Bude ummodellieren, ne? Oh, those skills sound like they'd be useful for gathering intelligence. Good idea, Navia. Just as expected of a veteran player. Yes, aber ich wohne schon mal hier, das ist viel wert. Das ist doch gut zu hören. Hast du das Problem eigentlich mit dein Zählerproblem eigentlich lösen können? Weil soweit ich mich erinnere, hast du da irgendwie 3 Zähler und du willst nur noch 2 haben für den einen Teil, den du vermieten willst? Also quasi einen für dich und einen für den Teil, den du später vermieten willst? Aber du gerade derzeit 3 hast oder so? So, should we also take those skills then? Wir bauen die einfach illegal um und sagen, die waren schon so. Habe 4 Zähler, aber 2 an der falschen Stelle. Okay. Weil theoretisch, ich hatte nämlich mit einem Kollegen drüber gesprochen, der hat auch ein Haus gebaut. Also er hat sich ein neues Haus bauen lassen. Aber der hat halt den ganzen Spaß mit den Zählern auch hinter sich. Und der meinte, du kannst die Leitung, die quasi auf den Zähler geht, die kannst du einfach umklemmen auf deinen anderen Zähler. Und du müsstest dann halt einfach nur den Zähler abmelden, wenn du quasi einen Zähler weniger haben willst. Alternativ musst du halt hingehen, eine neue Leitung in dir den Zählerkasten in den Bereich setzen, oder setzen lassen. Und dann kannst du in Kooperation mit dem Netzbetreiber den Zähler quasi umpositionieren, weil nur der Netzbetreiber eigentlich befähigt ist, die Zähler, bitte Leute, die vom Netzbetreiber befähigt sind und der Netzbetreiber dürfen die umhängen. Not necessarily.
Since we're working together as a team, we could leave the negotiations to Navia and use our skill points to pick up other useful skills. For example, I think I'll take stealth and sleight of hand. That will give us more options if we run into any situations we can't negotiate our way out of. Oh, interesting. I wasn't thinking about it like that. I suppose it's not so different from an acting troupe. Everyone has their own role to play. Let me see. I'll take arts and performance. I'm not quite sure what use they'll be, but I'm not as knowledgeable about the other skills, and I'm not too confident I'd be able to roleplay them well. Well, that leaves us. What do you want to learn, traveler? Kochen, Heilung, Wahrnehmung. Nehmen wir doch mal Wahrnehmung. Something that'll help you get a read on other people's thoughts. Sounds useful. Ooh, Und so ein you Heiler wanna kann doch help immer people was when they're gebrauchen. injured. That's nice of you. So what do you think? Are you sure you want to learn these two skills? Let's see. Oh, looks like you each have enough points to choose one final skill. You've all picked such classic skills. It's fine to go a little bit out of the box, you know. Naja, ich wünsche dir viel Spaß beim Einrichten und viel Erfolg beim Umbau. Why do I get the feeling she's getting ready to cause trouble? Bis wir beim Renovieren. For example, this one here. Summon. Doesn't it sound super mysterious and cool? Oh, I saw that one just now as well. The description says, this skill can be used under certain circumstances to summon characters or creatures that fit the script's world-building rules. The script's world-building rules, huh? But how are we supposed to know what a Marashose hunter can summon? Oh, that's not for us to worry about, my friend. Just learn the skills that interest you, and the GM will take care of the rest. All right, you've convinced Paimon. Let's learn summon then. Paimon can't wait to see what kind of thing shows up. Well, now that everyone's more or less finished creating their characters, we can begin. Since two of our players are doing this for the first time, though, let me ask. Would you like to play on easy mode or authentic mode? What's the difference between the two? Well, in role-playing games, the story sometimes changes based on the decisions of the players and the results of the Fatometer. For example, if you fail a check, that means you cannot use the target skill in that scenario. A critical failure may even result in further negative consequences. If you choose to play in authentic mode, every time you elect to use a skill, you'll need to use the Fatometer to see whether you succeed or fail, and face any consequences that may follow. If you choose easy mode instead, every check will be successful by default, and you won't have to worry about luck playing a factor. Die von der Schicksalskarte zufällig ausgelösten Kontrollen zeigen häufig den Verlauf des Schicksals oder den Erfolg oder Misserfolg einer Handlung an. Ziehe eine Karte und klicke, um eine Karte zu ziehen und eine Zufallszahl zwischen 1 und 20 zu erhalten. Wenn die angezeigte Zahl der Karte mindestens so groß ist, wie die Zielzahl der Kontrolle ist, bestehst du die Kontrolle, ist sie kleiner, bestehst du sie nicht. Lell, das ist einfach ein fucking Pen and Paper in fucking Genshin. Das Schauspiel des Spielers und das Szenario der Geschichte können derweil das Ergebnis dieser Kontrolle beeinflussen. Aktuelle Kontrollboni werden zu der zufällig
von dir gezogenen Zahl addiert und erleichtern das Bestehen der Kontrolle. Im leichten Modus ist jede Kontrolle standardmäßig erfolgreich. Given that I'd like to focus on the story, I suppose I should pick easy mode. I'd feel bad if I brought the team down by failing my checks. Huh? Oh, come on. Don't worry about that. RNG is the lifeblood of role-playing games. I'm going with authentic mode for sure. Never knowing what you might have to overcome. Ugh, doesn't that sound exciting? I'd rather be mentally prepared for what might happen. All right, then I'll mark down Farina for easy mode. All her checks will be successful by default. As usual, Navia and Linny will play on authentic mode. What about you, dear partner? How would you like to play? Der leichte Modus würde das angenehm machen. Weil ich dann nicht das Glück haben muss, mit der Kontrolle zu leben. Also weil sie ja immer quasi erfolgreich ist, aber realistisch gibt dem Ganzen mehr Pep. Paimon, sag du doch mal was, warum denn nicht? Hm. Hm. Ich weiß es wirklich nicht, was ich nehmen soll. Das Schlimme ist, du kannst es halt nicht wieder spielen, die Mission. Das heißt, ich habe jetzt da die Auswahl für den Rest der Mission für dieser Legendenquest. Ach Are you komm. sure? Verdammt, worauf fragt sie nach, Mann? Take your time. There's no rush. Are you sure? Na komm. No need to worry about the pesky phaetometer. Pretty good choice if you just want to relax and play the game. Honestly, I don't think Clorand would make things too difficult for us no matter what the phaetometer says. Isn't that right, Clorand? No promises. That wasn't super reassuring. Well, anyway, enough talk. Let's get started. I want to experience at least a good chunk of the story today. Speaking of the story, why is the beginning scene on a beach? Well, that's because a long time ago, back when human civilization was still in its infancy, powerful demons and evil sorcerers ruled over the land. They created a host of monsters and sent them to slaughter all humans in existence. Ja, das sieht so gut aus. Das haben die so unfassbar gut gemacht. Soon, a group of human rebels banded together. With their swords raised, they swore to brave the darkness, and in doing so, subdue each and every monster that sought their destruction. They became known as the Marachose Hunters. Sometime later, as a member of the Marachose Hunters, you receive a commission. Following the address provided on the message, you take a boat and arrive at this strange city. As you inhale,
You can taste the slightly salty air of the docks as you begin to survey your surroundings. There aren't many people in the vicinity, but you do take note of a few others who, like you, seem to be sizing up this place. Your eyes meet, and you realize these people are fellow marechaussee hunters, likely led to this location after receiving the same commission as you. You're all marechaussee hunters too, right? Allow me to introduce myself. The name's Navia, monster hunter by trade and helpful neighborhood businesswoman on the side. What say you to traveling together? We can help each other out on the road. Okay, count me in. My name is Linny. I've been wandering since I was little and picked up a few less than legal tricks along the way. I was adopted by a marechaussee hunter and later chose to follow in his footsteps. Is this where you introduce your character to everyone? It sounds like they've done this dozens of times. My name is Farina, and, I grew up in a noble family. I always had a strong interest in performance and the arts. Even though I'm a marechaussee hunter, what I really want is to be a performing artiste. Hey, that's really cool. You can do it, Farina. That's exactly how it's done. Paimon is Paimon, a good friend and companion to this marechaussee hunter right here. I've been studying medicine ever since I was a child. I want to do my part to eradicate these monsters and use what I've learned to heal others. Oh, welcome. When we face the monsters, I'll make sure to charge in front to give everyone some cover. You can take care of the healing at the back. You open your envelopes at the same time. The message reads, "To the honorable and trustworthy marechaussee hunters, our kingdom is currently facing a grave crisis. The lands outside the capital have been overtaken by monsters, and our people are being led astray by forces of wickedness. We beseech you, please help us resolve this crisis and return peace and stability to our home." Huh. The layout of this city looks super familiar. It kind of reminds Paimon of Mondstadt. The scriptwriter must have used a real-world city as a reference when coming up with the map. As experienced hunters, the layout of the city reminds you of places once traveled. You recall the sight of tree-lined streets and the gentle tranquility of days gone by. Yet, as you regard the city in front of you, it appears to be little more than an empty shell. Its hollow gates are open to you, beckoning you to come forth and bring salvation back to the town. I carefully read every line of the letter and turn my attention to the signatures at the bottom. Who issued this commission to us? You see a long string of unfamiliar names. It would seem that many of the residents of the city issued this commission together. They sensed that things were not right within the kingdom and sent a distress signal to the outside world. In that case, why don't we take a walk around the city and see if we can learn anything from the local residents? Oh, good idea. We might be able to get some leads on the monsters and bad guys we're after. You look up and see a tavern nearby. It appears to be open for the day. Why don't we go check out that tavern? If the novels I've read are anything to go by, taverns are usually full of information. Ja, klar. As you approach the tavern, you find a plainly dressed woman standing nearby. She appears to be rather troubled about something. Greetings, friend. Lovely weather we're having today, don't you think? Oh, hello. I suppose you're right. The weather today is quite lovely. If only those monsters out there would stop causing trouble.
It seems like every character included in the script has a certain amount of useful information to offer. If we keep asking questions, we might be able to get some good leads. Oh, come now, don't be sad. Life is all about optimism. Oh, that reminds me. What did you have for breakfast this morning? Huh? I don't think that's the kind of question we're supposed to ask. Nothing turns a frown upside down like good food. How about some macarons? I could make you some. You didn't even take cooking as one of your skill proficiencies. That's not necessary, miss. Excuse me for saying this, but you don't really look like a chef. Besides, I'm not really a fan of sweets. So you're someone who barely smiles and doesn't like sweets. You're really starting to remind me of this one friend of mine. Hey! Did she just... me? Chlorian must have broke character for a second. This isn't getting us anywhere. Traveler, maybe you can think of something. The results of insight checks aren't disclosed to the players, so I'll be the one consulting the fatometer. You recall all the lessons you've learned in your time and begin to carefully observe the woman's mannerisms. You notice that when she's quiet, she has an empty look in her eyes, as if her thoughts have drifted to a place far, far away. And when she speaks, she often subconsciously reaches out to touch the ring on her left hand. So you noticed. That's a little embarrassing. A horde of monsters suddenly appeared near the capital recently, so all the guards were dispatched to fight them. Do you remember when those monsters appeared? I'm not completely sure. All I know is that my husband was dispatched to fight them 3 days ago. Do you know where he was sent? It all happened so fast. When we said our goodbyes, he couldn't even tell me where they were sending him. You have our thanks, friend. We'll find and defeat those monsters as soon as possible. We sincerely hope your husband will be able to return to your side soon. Oh, thank you. Don't worry. We'll find him. Just try to remain optimistic and wait for good news. We don't always get to choose what happens to us. But we do get to choose the little things, like what we eat and how we respond to the things life throws our way. I hope that one day, you too will recognize the power of something as small and inconsequential as a delicious dessert. I'll do my best. You bid farewell to the woman, and continue your journey further into the city. Es gibt hier Tore der Wiedergeburt. Das heißt, du kannst hier faktisch auch verrecken? As you venture further into the city, the streets appear largely empty. An elderly woman walks past. You see her shake her head as she puts away her wrinkled wallet. A nearby merchant folds his arms and gives you a disdainful look. You get the impression that he's someone who has long gotten used to the sight before him. Although he doesn't seem very friendly, merchants are usually a good source of information, right? Pardon me, sir. I'd like to ask a question if I may. That depends. How much are you willing to pay? How about this much? What do you take me for? Some lowly beggar? You can't even buy half an onion with that amount. Surely an onion can't be that expensive, right? What do you know?
War is nearly upon us. Everything costs several times what it did before. If you're not gonna buy anything, then scram. Whoa, what a nasty guy. Maybe we shouldn't even bother talking to him. But he still might have information we need. Traveler, can you think of something? Sir, we came to this city to solve the very problem you seem to be referring to. The war you mentioned, would it happen to be against the monsters outside the city? If you happen to be well informed and know a thing or two about what's going on, we'd appreciate it if you could share that information with us. After all, the sooner this problem gets resolved, the easier it will be for you to do your business. Well, things are basically as you said, young lady. Those monsters are camped outside the city, and they've been destroying all our trade routes. We have limited reserves within the city, so if this continues, we're all gonna be in big trouble. Wait, you're saying no one has put a plan in place to distribute supplies or maintain order? We could all starve, and those nobles in the palace wouldn't even break a sweat. Who knows? Maybe they've been in cahoots with the monsters all along. That is concerning. All right. That's all the information you need, right? Off with you now. I've still got business to do. You know, if you smiled a little more, you'd definitely get more business. And I bet that would make your life just a little bit sweeter. I'm not saying it's guaranteed to work. It's just a tip. Erkunde die Umgebung. Aha. Should we try to go somewhere with more people? Oh, how about the city square? Follow me. Die Tore der Stadt sind geschlossen. Okay. Before you lies the city's central square. You see a man with a slightly anxious look on his face, pacing back and forth, his head hanging low. He doesn't seem to notice your approach. Still immersed in his own thoughts, he shakes his head and lets out a long sigh. This guy seems promising enough. Maybe I can get some information out of him. Hello, sir. Is there anything I can do to help you? Wait, you're... I'm... Oh, dear goodness! You're a Marashose hunter! You recognize us? Ah, are you one of the people who wrote the commission letter? Yes! Oh, I didn't expect you to actually come! Oh, what great news! The city is saved! What happened here? Alas, we once lived comfortable, carefree lives. This city used to be free of monsters. The first Marashose hunter, Casiodor, the Golden Hunter, he was the one who drove them back. However, monsters have once again surrounded the city. Perhaps the seal that kept them at bay has lost its power. Or perhaps an evil sorcerer has been meddling in our affairs. All I know for sure is that their return has stripped the city of any chance at peace. Are there not enough soldiers to drive them out? It's not a question of numbers. The guards simply have no idea how to deal with them. Most people my age have never even seen one of the monsters, much less been trained to fight against them. What's worse, many of us don't even know the history of the Marashose hunters anymore. When I was a child, though, my grandfather would tell me stories about how the Marashose hunters drove back the monsters. So, on the off chance that something might come of it,
I decided to reach out to you. To be perfectly honest, I was starting to think all those stories were just tall tales. But now that I've seen you in person, I finally know that it was true! Well, you can rest easy, friend. The righteous and formidable Marechaussee hunters are on the case. The man is touched by your determination and resolve. His eyes begin to well with tears of relief. Still, if we are going to hunt the monsters, we need to know where to find them. Can you give us any leads? All I know is that the area outside the city is dangerous. I'm afraid I can't point you toward a specific location. Oh, although, if you leave the capital through the main gate and follow the road, you should run into a group of guards. They might know more about where to find the monsters. I see. We'll go look for them then. All right, be careful. Oh, and one last thing. The monsters outside the city are just part of the problem. There are evil sorcerers inside the city as well, so be on your guard. They're actively working with the monsters, and have corrupted the court ministers with malicious magic. They're the reason why, even inside the city, everything has been a giant mess. Even one of our kindest ministers has turned into a boorish and unreasonable figure, interested in nothing but enacting laws that exploit the people. Who knows how much longer we'll be able to go on like this. Talk about being stuck between a rock and a hard place. I feel bad for him. Maybe we should try to cheer him up? Huh? Like, now? Is this real? I appreciate your kindness, but for now, it's more important to focus on the crisis at hand. Brave hunters, I leave the future of this kingdom to you. If I understood correctly, there are currently 2 problems in the kingdom that need solving, right? Exactly. We need to defeat the monsters outside the city and take down the evil sorcerer stirring up trouble from within. But which problem should we tackle first? Well, this seems like a good moment for a break. Take some time and discuss what you want to do. Let me know when you've made your decision. I really didn't expect the people in the city to keep us at arm's length like that. I totally thought the hunters would be treated like heroes. Well, Clarence said the script took cues from the real history of Fontaine, right? Maybe the real-life Marechaussee hunters were also treated like that. I wouldn't say it's a perfect representation of history, but there are definitely some similarities. Would you like to hear more about it? Sure. As long as it doesn't spoil anything in the script. You've brought up bits and pieces of the hunter's history before, but it was all in passing. Paimon wants to know too! The hunters were super powerful, right? Were they all from a special line of supernatural beings or something? Kind of like the yokai in Inazuma? No. All Marechaussee hunters were ordinary mortal fighters. The only thing that set them apart were the special sword techniques passed down over the centuries. Huh? So you mean anyone could become a Marechaussee hunter? In theory, yes. All you would need to do is survive the rigorous training and master the swordsmanship techniques required to fight the monsters. Still, most people dropped out at the early stages, and others called it quits the minute they saw a monster in person. To become a hunter, you must be strong in both body and mind. What kind of monsters did the hunters fight exactly? Oh, and the evil sorcerer the script mentions. Did they exist in real life too?
The land of Fontaine once played host to an ancient dynasty known as Remuria. After that dynasty fell, monsters began to appear, intent on obstructing humans from establishing a new social order. One of the ancient sorcerers of Remuria used his power to assemble a formidable army of golems. He sought to use that force to establish himself as king. Now, wait a second. Don't tell me that guy was the inspiration for the evil sorcerer in the script. We still haven't found any in-game information on him yet. So, why don't you talk about someone else for now? Well, I wasn't planning on going into anything you might be able to find out in the game. But if you want me to talk about something else, then... how about Casiodor, the Golden Hunter? Or Egeria, the ex-Hydro Archon? Wait, but those people are all from a super long time ago. Where did you learn all this, Cloran? From my master. Huh. By master, you mean Miss Petronia? Someone you know? Absolutely. Miss Petronia and my father were good friends. Back in the day, she would often bring Clorand over to play, but then... Let's not get off topic. Anyway, back to what I was saying. Responding to Egeria's call, a number of warriors followed Casiodor into battle against the monsters. This group of warriors, under Casiodor's leadership, became known as the Marechaussee Hunters. Yet, as Fontaine entered an era of peace, their work gradually became obsolete. The Marechaussee Phantom, originally an association made up of hunters, eventually came to be predominantly comprised of Melusines. Ah, I see. That explains why most of the people in the script have forgotten the hunters or think of them as nothing more than a legend. Is that really a bad thing, though? It can get tough always being the one shouldering everyone's expectations. Depends on who you ask, I suppose. If the name of the organization no longer commands respect, investigative work is bound to suffer. Speaking of investigations, which problem should we tackle first? Monsters or evil sorcerer? I vote monsters. That's the main duty of the hunters, right? We can come back to the sorcerer later. Well said, Miss Farina. Plus, if the sorcerers really are the masterminds behind this whole thing, defeating the monsters could give us some clues on their intentions as well. What about you, partner? What do you think? It's decided then. All right. After some discussion, you decide to turn around and head out of the city. Let's take a look around, like that guy said. You there! Outsiders, halt! Who's there? An armored man approaches you. He has a tall, muscular build and a determined expression in his eyes. Just one look, and you can tell he's fought in his fair share of battles. Although he's trying his best to conceal his current state, his uneven gait and the sweat dripping down his forehead make it obvious that he's been wounded and is in serious pain. I'm the captain of the guard. I saw you sneaking around the city earlier, so I'll only ask this once. State your purpose, or it's off to the dungeons for the lot of you. Wow, it's been a while since someone's been this suspicious of us. Hallo Dark, hallo, hallöle. Na, alles Fisch im Schritt? I said talk, not whisper between yourselves. Have you ever heard of the Marechaussee Hunters? Marechaussee Hunters? Ha! That fairy tale, you mean? What, do you expect me to believe you're one of them?
Ich weiß nicht, ob es schuppig wird. Muss erst wach werden. Weil ich beneide dich ja schon so sehr, dass du dass du einfach so ewig lang pennen kannst. Using your knowledge of medicine, you're able to deduce that the injury on his calf was a monster's doing, and the wound has already begun to fester. As you check him over, he looks at you with suspicion and retracts his injured leg further back. I'm a doctor by trade. Please let me redress your wound. You don't have to suffer like this. The man appears somewhat disgruntled at having been exposed, but soon relents and raises his leg for you to take a better look. He allows you to apply a poultice of specialized medicine to the wound, and it appears to bring him much relief. The tension in his brow eases. All right. Guess you lot might actually be real Marachose hunters after all. In any case, you've successfully treated my wound. So, what do you want to know? Do you know where we can find the monsters, or the other guards who are fighting them? He informs you of the various locations where monsters have appeared. He looks in that general direction with a pained gaze, as if a thin, invisible thread is pulling on his wound. Some of our new recruits have never even dealt with a petty thief, and now they're out there fighting monsters. If it weren't for this cursed leg. Oh, please, sir. Don't get too worked up. You need to focus on your recovery. Just leave the monsters to us. We're Marachose hunters after all. Hearing you say that, a glimmer of hope flashes in his eyes. But it disappears almost as quickly as it came. Those monsters aren't easy to deal with. But if you insist on going, I won't stop you either. I just hope all the guards will be able to come back to their families alive. I wish you the best of luck. Lange, weiß nicht, ob 6 Stunden lange sind. Jetzt schon. Based on what the captain said, the monsters should be right up ahead. Let's go. Hopefully we're not too late. As you approach the battlefield, you see numerous people lying by the side of the road. They appear to be dressed like guards. Their faces are filled with desperation and terror. Some are screaming and cursing in vain, as if still trying to banish the monstrosities they saw from their minds. A few of the wounded look up at you in shock and disbelief. Quick, leave this place. Turn around and don't look back, they yell. Na, da haben wir riesige Klauenspuren an den Felsen. This is the place he mentioned, right? You see broken iron swords scattered all around you, and downed trees riddled with terrifying claw marks. All the signs point to one thing. A truly devastating battle just took place here. Be on your guard, everyone. The monsters might still be around. Before you can finish your sentence, you hear rustling sounds from the surrounding bushes. The monsters have emerged. Echt jetzt dann noch die Donner-Variante von den sowieso schon beschissenen They Monstern? close in on you without fear. You get the impression that, in their bloodthirsty eyes, you're just another meal for them to devour. A little help here. This thing wants to eat Paimon. Your battle round begins. Now. Die Kampfrunde beginnt. Oh, man muss die Karte ziehen.
Wow. Probe bestanden. Oh. Verdammt. Shower me with praise! And voila! The next battle round begins now. Coming at ya! A round of applause! Strike a pose! Let the world come alive! Ah! Be gone! Watch out! The monsters let out a terrifying roar of anger and resentment before dissipating into thin air. Ugh, thank goodness it's over. We're lucky the Marashose Hunter class came with all those preset skill points. Otherwise, we would have been in some real trouble. I never knew the photometer even determines the amount of damage you inflict. If you get unlucky, isn't it just game over right then and there? That's part of the fun. The uncertainty of fate is what gives these games their appeal. Just as you begin to celebrate your victory, a suspicious lump on the ground catches your attention. A suspicious lump. Wait, could it be the thing that appears after every battle? I walk up to it, crouch down, and begin to carefully examine it. I've still got my right glove on, so it should be fine for me to touch it, right? As you investigate the mound, you discover that the exposed portion appears to be made of wood. It was previously obscured by the large form of the monsters. With the monsters gone, the small protrusion now awaits your discovery, poking out of the ground like a shy flower bud. Whoa, it's a treasure chest! With everyone's help, you successfully excavate the wooden chest from the ground. Ich würde sowas echt gerne mal spielen, ne? Also entweder sowas jetzt, wie es hier ist, quasi so ein spielbares Pen and Paper, so am PC, also wirklich à la Rollenspiel quasi. Oder halt wirklich mal ein Pen and Paper, aber naja. Even without Aber halt keine Leute, die Bock drauf haben. Und vor allem die sowas irgendwie kennen. Makes sense. We worked hard for this. Let's open it and we can share what's inside. I can understand your excitement, Paimon, but think about it. Doesn't it seem like there are people out there who need this treasure more than us? Yeah. Think about all the people suffering in the capital. Or all those guards who got hurt fighting the monsters. Wouldn't it be better if we gave the treasure to them? Wait, is that how it works? Paimon thought since we were the ones to dig it up, we could just take it for ourselves. Well, let's put it this way. Any decision you make during a role-playing game can impact the future course of the story. But would the people really believe us? It's hard enough for us to prove we're Marashose hunters. What if they think we procured the treasure illegally? They might get even more suspicious of us. That's definitely something we should consider. Maybe we can come up with an explanation in advance. Well, if donating it could cause that much trouble, why don't we use it to buy some gear and fill up on good food? Then we'll be ready to fight even more bad guys. Looks like you're facing a difficult choice once again. Well, it's getting late. Why don't we call it a day for now? Wow, where did the time go? I'm not sure if it's because I'm having so much fun with you all or because the story is particularly enticing, but I feel like I could almost keep going. Here, here. Ooh, how about we play through the night? I'm not sure I'll have enough energy for that. Yeah, that won't work for me either.
Lynette will give me an earful if I get home too late. I understand how you feel, Navia, but we have to change venues for the next part of the story anyway. Huh? Another location? Mm-hmm. There's a special note for the GM at the end of this section that says to proceed to an indoor set for the next part of the script. Whoa! They really pulled out all the stops for this new script. Well, even if we end the game for the day, we can still stay a little longer and hear Cloran finish her story, right? Paimon wants to hear more about the history of the Hunters. Something tells me you just want to finish the free desserts before we break for the day. That's just a coincidence, okay? Besides, to Paimon, not finishing free food feels even worse than having to buy her own. And anyway, Paimon really does want to hear more about Cloran's master. Well... It's nothing. I appreciate the concern, but it's all in the past. It won't do any harm to share these things now. Welches? Wie welches? Achso, Rollenspiel oder was? Ja, keine Ahnung. Als ob ich Ahnung von Rollenspielen hätte. Das Einzige, was ansatzweise Roleplay hatte, das war zur Zeit von Arma 3 RP. Da habe ich auf 2 Servern aktiv Roleplay gespielt. Und da haben ein Freund und ich auch quasi mehr Scheiße gebaut als seriöses Roleplay gemacht. Also ich sag's mal so, ich glaube, wir hatten mehr Stress mit der Polizei da gehabt und mehr Karren gefetzt als wir irgendwie Kohle verdient haben. Und ich muss sagen, an der Stelle, das Schönste, was wir hatten, war, ich habe wirklich offline, da hatte ich ich habe eine Ewigkeit gefarmt, wirklich eine Ewigkeit. Wir hatten so viel Kohle, dass wir uns einen Helikopter mieten konnten. Was gemietet oder gekauft? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, es war ein gekaufter Heli. Ganz frisch gekauft. Und ich hab zu meinem Freund, dem Hunter-Killer, habe ich gesagt, du, wir haben jetzt so viel Kohle, dass wir uns einen Heli kaufen können. Oder wir kaufen uns eine größere Karre für Farming-Touren. Und er so, wir holen uns den Heli. Ich kann Heli fliegen, ich bin der Profi da drin. Wir haben ihn uns geholt, den Heli. Wir sind hingestiegen. Ungelogen. Eine halbe Stunde später. Wir haben wir haben den Heli voll gehabt mit Material. Wir haben den Heli voll gemacht mit Material. Wir sind wieder abgehoben. Und der Kollege hatte einen Disconnect. Der Heli, bitte. Nee, ich bin gestorben. Und er ist mit dem Heli abgehoben. Und wir wollten in der Stadt landen, damit wir zusammen dann den Rest verarbeiten können von dem Material, was da drin war im Heli. Das Einzige, was ich am Ende noch gesehen habe, ist, wie der Heli auf einmal, weil der Freund einen Disconnect hatte, eine 180-Grad-Drehung gemacht hat. Also der Rotor stand nach unten auf einmal, statt nach oben. Und das Zweite, was ich da gesehen habe, war ein Feuerball. Und dann hatten wir nichts mehr. Wir hatten ungelogen keinen einzigen Krümel an Geld mehr gehabt. Wir mussten ungelogen alles wieder zusammenfarben. Und ich glaube, das ist, glaube ich, nicht nur einmal passiert. Zwar nicht mit einem Heli, aber wir hatten 2 sündhaft teure LKWs gehabt,
durch ein Desync, und Arma 3 ist bekannt für seinen Desync, sind wir ineinander reingefahren. Einen von 2 LKWs, von den sündhaft teuren, und der war wirklich sündhaft teuer, hat so auseinandergerobbt. Und da war die eine Hälfte von unserem Material drin, die wir gebraucht haben zum Verarbeiten. Also wir haben so viele Karren kaputt gemacht in der Zeit. Und das war jetzt nur auf einem Server, ja. Auf dem zweiten Server, das war nämlich der zweite Server war ein gemoddeter Arma 3 Roleplay-Server. Die hatten ein sehr realistisches Repair-System gehabt als Mod. Und wir haben die erste Karre, die wir uns geholt haben, war ein, was war das? Ein Mitsubishi Evo X. Und Junge, war die schnell. Wir sind da hingestiegen. Lass es uns einen halben Kilometer gewesen sein. Wir haben die Karre in die Leitplanke gesetzt. Beide Reifen waren am Arsch und der Treibstofftank. Alle 4 Reifen und der Treibstofftank war im Arsch. Und wir hatten noch einen hinter uns hocken. Der ist uns dann nochmal reingebrezelt. Aber hey, die Karre ist nicht explodiert. Aber wer hat's erwartet? Ich bin dabei gestorben. Also, wir haben schon viel Scheiße gebaut. Ich muss das eine Zitat noch raussuchen. Von dem ersten Roleplay-Server, wo wir aktiv drauf gespielt haben. Oh, das war so gut. Das war so unfassbar gut. Weil da hat uns ein Polizist gesagt, ich versuch's mal zu rezitieren. Da hat uns ein Polizist gesagt, bleiben Sie legal, haben Sie Drogen, aber lassen Sie sich nicht erwischen. Original. Und ich konnte nicht mehr. Wir haben uns so kaputt gelacht, als wir das gehört haben. Und das war ohne Spaß, also wirklich ungelogen, das war die beste Zeit, die ich hatte. Seit langem. Also das Arma 3 Roleplay, das war das Beste, was ich hatte. Deswegen, dieses Jahr soll der erste Server, auf dem wir zusammen... Nee, das war der zweite Server. Der erste Server, auf dem wir gespielt haben, das war... Also ich war insgesamt auf 3 Servern. 2 und 3, die waren richtig gut. Der erste, das war der letzte Trash. Aber das waren so die Basic-Anfänge davon. Aber Halleluja, war das geil. Und der zweite Server, das soll dieses Jahr wieder nochmal neu eröffnen auf Arma 3. Und ich hoffe, dass es was wird. Also ich hoffe es wirklich. Ich weiß, ich bin mir zu 200%. Bin ich mir sicher, dass ich Hunter-Killer nicht dazu überredet bekomme, dass er das mitmacht. Ich bin mir wirklich zu annähernd 200% sicher, dass das nichts wird. Aber ich sag's so, wie es ist. Ich hab so unfassbar Bock drauf. Und ich hoffe, dass dieser Server dieses Jahr, wie sie es gesagt haben, noch online geht. My earliest memories are of living with Master. According to her, she saved me from certain people of ill repute. My birth parents had left me behind some time before that. Fragen kostet nichts. Oh ja, das stimmt. Aber es gibt halt leider derzeit echt keine guten Arma 3 Roleplay-Server. Die meisten haben sich halt alle nach
zu GTA RP Master was a verschoben. fascinating individual. Was ich nicht nachvollziehen kann, weil Arma 3 ist die... Inexperienced in the ways of raising children. Arma 3 ist eine der besten Sandboxen für sowas. Also meiner Meinung nach ist Arma 3 wirklich neben Garry's Mod, was Sandbox betrifft, das Beste für sowas. Weil, sagen wir es so, wie es ist, GTA hat zwar viele Autos, und so was, aber ich finde, GTA hat nicht so eine gute Basis, um damit Roleplay zu machen. Ist meine Meinung. Habe Arma noch nie gespielt, aber was man hört, ist wohl GTA, aber stabiler. Naja, auf Modded GTA-Servern kannst du schon viel machen. Ja, aber das ist ja die Sache. Weißt du, Rockstar will ja nicht, dass deren Spiel gemoddet wird. Während das bei Arma 3, bzw. Arma und Garry's Mod ja quasi schon so eine Art Pflicht ist. Bzw. Die Spiele leben halt vom Modding, meiner Meinung nach. My first ever toy was a short sword. Und solange Rockstar da nichts dran ändert an ihrer Modding-Policy, weiß ich nicht. From her waist and handed to a noisy child in need of distraction. Wait, so she handed an actual sword to a child? Isn't that dangerous? Did you hurt yourself? Of course I did. I cut my palm and bled quite a lot. But Master was not concerned. She just stood there and casually lectured me about it. See, that's what you get for not holding the sword properly, she told me. She then crouched down next to me and said, "Give me your hand. I'll teach you to bandage this wound. After that, it's time to learn how to truly hold a blade." Excuse me for asking this, Clorand, but how old were you exactly when all this happened? Probably around, 3, give or take. 3? Isn't that when most kids are still struggling to hold a fork? As I said, Master was rather inexperienced in the ways of raising children. She believed trial and error was the best way to teach a child what they're capable of. I'm not so sure this is a question of experience. I didn't see anything wrong with her ways at the time. And anyway, children don't get to choose how they're raised. Oh, she did bring me back a pet from Liyue once. It was a Geovishap hatchling. A Geovishap hatchling? For a pet? That seems even more dangerous. Ja, bei den RP-Servern ist es mehr oder weniger okay. Rockstar will nicht, dass die Leute am Base-Code rumwerken oder besser, dass die RP-Server Geld damit machen. Ja, aber Rockstar hat ja keine Modding-API. Bis GTA an sich. Das heißt, du musst ja am Base-Code quasi rumwerkeln, dass du ein Multiplayer-Framework erstellen kannst. Wenn ich das jetzt da richtig sehe. Was quasi heißt, dass alle Multiplayer-Frameworks für GTA, also 5M, Alt-V und wie auch immer sie alle heißen, ja, in dem Sinne alles eine Änderung am Basecode ist. Wenn ich das richtig sehe. Also ich meine, ich habe mich nie damit wirklich befasst, also deswegen, das ist jetzt
Maximum gefährliches Halbwissen, also. Aber halt im Großen und Ganzen, ne? What she said was this: make sure to get along, you two. If you really can't agree on something, just settle it with a fight. Whoever loses is the real pet. And how old were you when this happened? 5. Well, did you win? No, I lost. So you're saying you actually became the Geovishop's pet? Yes, but only for a week. By the end of that week, I defeated it in combat, and we've shared a cordial relationship ever since. That really doesn't sound like the kind of childhood someone should have. Later on, I gradually understood that Master most likely didn't know any other way to raise a child. She was a marechaussee hunter, but I never heard her bring up her own parents. Thanks to her, I learned how to navigate the forest by the age of 6, and could hunt monsters in the wild by myself the year after that. Even though the training she subjected me to was strict, she always made sure to take me traveling when she had the time. We met many of her friends during those days. That was also how I met Mr. Callis and his family. I still remember the first time we met. You were too scared to join our picnic and hid behind Ms. Petronia the whole time. I still hadn't really met many children my age at that time, so I didn't know how to interact with others. After that, though, you started coming over a lot. You loved challenging people to shooting competitions, remember? I don't think many members of the Spina ever beat you in one of those. I had a lot of fun during those days. I enjoyed them too. Oh, do you remember that one time we went exploring around the Spina together? We overheard Papa call your master Fontaine's Protector of Justice. We tried to pretend like we never heard anything, but you nearly let it slip that one time. Protector of Justice? Oh, wait, you mean that vigilante hero from 20 years ago? The one who was always active at night? Yep, that would be her. She often would put on a black cloak and go out at night. I never knew where she went or what she was doing. Until, like Navia said, we overheard the truth from Mr. Callis that night. "20 years ago, huh? I still remember the guards leaving all kinds of witness reports about her on Nervalette's desk. My apologies. Oh, there's no need to apologize. You had nothing to do with it. And anyway, everything she did was for a good cause. Although, calling herself the Protector of Order was a bit much. Especially when she deliberately operated outside the law. Huh? When did the Protector of Justice become the Protector of Order? Oh, she had a bunch of code names. I heard she would just come up with a name on the spot whenever she was asked. Later on, she probably got sick of answering those questions and decided to stick to just 2. The Protector of Justice and the Protector of Order. That sounds like her, all right. I bet she forgot which of the 2 she'd use by the time she got back each night. Well, she certainly sounds like a fascinating individual. With her strong sense of justice, it's no surprise her student followed in her footsteps. It's true. I always wanted to become like her.
Someone powerful, independent, and with a strong sense of conviction. But But... she suddenly disappeared the night I turned 10 years old. Disappeared? What happened? I have no idea. She didn't even leave a note. I was never able to find out where she went. That night, I was celebrating my birthday at Navia's house, but Master never came to pick me up. When I returned home on my own, it was to an empty house. When she still didn't appear after a few days, I went to Mr. Callus's house to ask about her whereabouts, but he only shook his head. Papa probably didn't know either. I know he sent a few people to investigate the matter in secret, but they never found any credible leads. Don't worry, I understand. To be perfectly honest, given Master's personality and way of doing things, it all made a lot of sense. If I had to guess, I'd say she probably used it as an opportunity to force me to become independent. Just like how, when a litter of kittens reaches a certain age, the mother willingly leaves them behind. Were you upset, Clorand? I was at first, but not anymore. I don't believe Master would suddenly disappear for no reason. There must have been something she just had to do. Well, despite everything, you still managed to follow in her footsteps and become the greatest champion duelist in all of Fontaine. You're practically a living symbol of law and justice. I suspect my position would be far too by the books for her. Master always did whatever she pleased. But you're right. I suppose I do take after her in some ways. Who knew Clorand had such an interesting past? I never had the chance to ask her about it before. I wonder... if Clorand's master were the champion duelist back then, would that duel against Mr. Callus have gone differently? Oh no. Judging by the atmosphere, Clorand and Navia are probably thinking something similar. The mood just got super awkward all of a sudden. Well, anyway. Would you look at the time? It's getting dark, so we should probably call it a day for real this time. If we keep talking like this, we really will be here all night. I had a great time today, Miss Clorand. Thank you for being our GM. Anytime. The script was good, but I've got to say, your childhood stories were even better. Hey, you should tell us more about that fight against the Geo-Bishop sometime. Maybe your master was onto something. You could be right. What does she mean, onto something? I certainly don't know any 5-year-olds who want to fight a bishop in their spare time. Guess I'll head back as well. I need to save my energy if I want to continue enjoying the story tomorrow. You're that excited to hear about my fight with the bishop? I was talking about the script. Warte bis zum nächsten Vormittag, 8 bis 10 Uhr. Kann ich jetzt Sachen looten? Oh ne, ich kann aber mit Navia und Chlorint nochmal reden. Just between the two of us, could you tell me what it was like to be the Geo-Bishop's pet? It was nothing special, really. Geo-Bishops don't understand the concept of a pet. So, basically, it just headbutted me whenever I entered its territory. And that hurt? Yeah, it hurt. What, something you want to experience for yourself?
Oh, I'm good. Thanks. Let's go meet up with the group. Paimon's really looking forward to today's story. Loot? Ja, nee, leider gibt's hier kein Loot. Was ich ehrlich gesagt schade finde. ...1,9 Kilometer in die Richtung. Da ist natürlich ein fucking Waypoint und ich habe ihn nicht erkundet. Nee. Ach, Manno. Kein Loot. Schade. Ja, kein Loot für mich. Aber hier sehe ich eine Brokkoli. Irgendwo. Irgendwo ist hier ein Hydro-Okkoli. Nein. Aber wo? Ich sehe es nicht. Oh. Found it. Ich brauche die Gönchen-Map. Das hat sich nicht gut angehört. Verdammt. Oh, au. Hey, sag mal. Dawn, break forth! Hey, Brudi. Gut, ich wollte eigentlich schon den Hydro-Okkoli, ne? Wo sind wir jetzt da? Statue der 7. Mehrfachmarkierung. Das und das da. Okay. Eingabe erfolgreich. Cool. Coolio. Perfekt. Ich bin irgendwo angepinkt worden, aber ich sehe den Ping nicht. Ah, hier.
Nein, ich habe einen Grips verpasst. Och nö. Krabben kann man doch immer gebrauchen beim Ist das ein Wildschwein mit einem... Ach, eine große Krabbe ist das. Okay. Oh, der eine ist ersoffen. Das Wasservieh, das überlebt natürlich im Wasser, ne? So, da hinten ist das Fingi. Na. Dodge, wo bist du? Der Teleportstein. Danke. Das ist ein Hydro-Okuli. Kann ich das von einem hohen Punkt, wenn ich direkt drauf zufliege, erreichen? Wenn ich von hier aus drauf zufliege, müsste ich das doch easy schaffen. Ich brauche nur genügend Ambina. Komm zu Papi. Oh, da ist. Ich will das nicht lesen. Ich will looten. Ja, guck mal. So. Genshin Map. Häuserli. Da, perfekt doch. Ich bin einfach gut. Also fast, ne? Was? Wie hast du das überlebt? Wie? Also, how? How is this even possible? Guten Tag. Flames, purge! Hey. Mach nicht diesen, Brudi. Adaconda. Ja. So, ich würde jetzt das spontan überhaupt nicht, muss ich erst teilen, bevor wir weitermachen mit irgendwas. Also zurück zur Statue der 7. So, Gehalt. Dekorationsbauplan für drinne. Julio. Ich habe 15 Hydro-Okuli. Und 32 Feuer-Okuli. 67 von... Lass ich lügen, wie viele hat die Karte? Wie viele? 271. 271 Dendro-Okulis hat die Karte. Und ich habe erst 67 davon. Wir sind noch nicht mal mit den ersten 71 fertig, dass ich sagen könnte, cool,
Ich habe nur noch 200 davon. Wir hatten eigentlich von meinen Figuren am meisten AP. Ah, okay. Der Große in Rot. Ja. Ne. Den Pilze nehme ich mit, ne? Looks like everyone's here. Now, before we begin, why don't we finish where we left off yesterday? There was an important decision to be made, yes? I'll pour everyone a cup of tea. Is that really the most important part, though, Clorant? Paimon's more concerned about our current surroundings. Heavy walls, cold railings, dim lights. This is obviously supposed to be a prison. I admire the work put into the set. Still, it's obvious the scriptwriter has never paid a visit to the fortress of Meripede. So the set is going to be a part of the script? Unfortunately, that is something I can neither confirm nor deny. Anyone think Clorant's smile is starting to look kinda scary? Well, whatever happens, we'll just have to push on. But first, we should really figure out what to do with this treasure. If we're worried about arousing suspicion because of our identity, why don't we give ourselves a different name, just like Clorant's master did? Yeah, it might be better to keep a low profile. As long as we're helping people, it doesn't matter who we are or what we're called. Staring at me won't get you anywhere. Or did you want some more tea? Oh, Paimon's good. Thanks. Why aren't you saying anything, Navia? Wait, what's that next to you? Oh, this is the short sword Clorant mentioned last night. I found it. Huh. I'm surprised you managed to track it down after all this time. Well, I made sure to take good care of it, considering the circumstances in which you gave it to me. Of course I had to keep it safe. Anyway, where were we? Oh, right. I was just thinking about all the potential ways for us to break out of prison. We could dig a tunnel, or try to bribe the guards. Wait, we haven't been thrown into prison yet, have we? Well, it's only a matter of time. It pays to be prepared. Just like how you should always have an umbrella on hand, even when it's sunny. Alright, Paimon's made up her mind. Let's just give the treasure away. Paimon may have wanted to keep it, but if it's going to land us in prison somehow, Paimon will be too upset to enjoy her snacks. So, you reached an agreement? All right then, we can continue with the story. Oh, and we'll collect all the scattered pieces of treasure on the ground as well. All right. You collect the treasure and make your way back to the capital with your bag of loot in hand. The city is still shrouded in a gloomy, oppressive atmosphere, but your spirits are surprisingly high. In places where sunlight struggles to reach, you generously share your wealth with the children, the elderly, and the poor in urgent need of help. Thank you, kind soul. The elderly woman's look of gratitude follows you as you walk away, her eyes never leaving your back until you move entirely out of sight. However, there's still quite a bit of Mora remaining. It appears you haven't made much progress.
She's probably trying to tell us to speed this up. We need to hurry up so we can address the sorcerer problem. Should we go find that man again at the square? He seemed like a pretty responsible guy. I'm sure he knows the people here far better than us. Oh, good idea! Just as you start to make way to the square, intent on finding the man again, there's a voice. Please wait, distinguished guests. Several strange guards suddenly call out to you. They run forward to meet you and proceed to politely pay their respects. Greetings, gentlemen. Are we being invited for afternoon tea? Surely you jest, my lady. That would not be our place. It is His Excellency the King who requests to meet with you. Please come with us. Do you think this could be a trap? Well, we have to investigate the court at some point, right? Meeting the king himself would be a fantastic opportunity to do that. I say we go for it. If something happens, we'll just turn the whole place upside down. That sounds a little intense. After a quick discussion, you nod to the guards and agree to follow. They lead you all the way to the audience hall of the palace. Gilded tables line both sides of the hall. The space itself is adorned with all manner of expensive antiques, glass shelves, and silver candlesticks. The items appear quite ordinary in size and dimension, yet their presence somehow makes the emptiness of the hall feel even more surreal and ominous. Wow, it's so luxurious! The elderly king, clad in a magnificent robe, sits upon the deep crimson throne before you. He wears above his head a majestic crown, with a gemstone the size of a bird's egg set right at the very front. As you observe it, you see a complex pattern of light reflect off its surface. They're here, Your Majesty. A man dressed in dark clothes, likely a minister, shields his mouth with his hands and bends down to whisper a few words to the king. After a moment, he lowers his hands and stands back up. His gaze shifts to fixate on your group, but he does not move from his place at the king's side. The king does not appear entirely aware of his surroundings. The man by his side, though. We should keep a close eye on him. The king remains still and says nothing. The minister is the one who speaks. Esteemed guests, allow me to thank you for coming to our faraway kingdom. Unfortunately, His Majesty the King finds himself quite exhausted from work. So please allow me, his Prime Minister, to welcome you in his stead. I've heard tell that your group, the Marechaussee Hunters, used your exceptional ability with the sword to repel the monsters near the capital. Such a great deed deserves to be rewarded. However, seeing that I was not fortunate enough to observe such a feat with my own eyes, you'll forgive me for seeking to verify the truth by speaking to you myself. Well, we've got nothing to hide. You brought us here to talk, right? So we'll just explain what happened. The golem's blades were so powerful, they could cut down trees in a single swipe. It took a lot of effort to defeat them, even for trained swordsmen like us. Well, that was enough details, right? Believe us now? Your account does indeed match those of the survivors. Since you were the ones who defeated the monsters, that must mean you are also in possession of the treasure they stole? Well, we did take the treasure, but...
How did he know about the treasure? Ah, then I must ask that you return it at once. It belongs to the kingdom. Wait, but didn't you just say that our great deed deserved a reward? Shouldn't the treasure be considered a part of that? Yes, that was indeed what I said. But you seem to have forgotten a very important distinction. Only that which is freely given by the king can be considered a reward. Taking the rightful wealth of a kingdom without said permission, on the other hand, is a crime. But that's completely unreasonable. Yeah, that makes no sense! If it weren't for us, the treasure would still be buried underground somewhere! Maybe so, yet the fact remains. You tried to dispose of the treasure without reporting it to the court and without receiving permission, yes? What, no answer? Surely you're not insinuating that you, a group of legendary marechaussee hunters, sought to take the treasure for yourselves? Well, what about the king? Is he just gonna let this guy talk for him the whole time? Clad in his magnificent robe, the king remains seated, with his hands resting on either side of the throne. His posture is rigid and unmoving. He stares forward with an empty look in his eyes, completely unmoved by the events before him. From the look of things, could the Prime Minister be the evil sorcerer? Or could both the King and the Prime Minister have fallen under the evil sorcerer's control? I would like to observe the number of guards stationed in the hall. The guards in the palace appear fully armed, their expressions solemn. Sensing the tense atmosphere in the room, they stand at the ready, each with a hand placed upon the hilt of their sword, as if prepared to draw their weapons and surround you at a moment's notice. Well, there goes my plan to turn the whole place upside down, I guess. It appears we've been visited by nothing more than a group of ill-intentioned imposters. What a pity. Guards, take them away and throw them in the dungeons. Before I decide your fate, however, I must first determine whether you have any accomplices outside the court. Can't we try to slip away? Or maybe start some kind of riot? But if we try to fight the guards right now... Don't worry. At least we figured out who's behind all this. Let's just play it by ear. If you're scared, Paimon, just hold my hand. Thanks, you guys. You allow yourself to be led away by guards surrounding you on both sides. It's only when you begin to feel drops of water falling from the dungeon ceiling and smell the stench of death and decay all around you that you finally realize you've stepped into a completely different world. Stay here, and don't try anything funny. The guards lock the cell door and leave without looking back. Wait, sir! Your voice echoes through the dark hall, but the only response you receive is the sound of water dripping from the ceiling. No! What should we do now? Carve out a new path of fate with our own two hands, of course. I draw my weapon. You reach toward your waist, but find nothing there. You now recall that your weapons were confiscated before the guards locked you in the cell. The bag of treasure along with them. What about that knife I hid in my boot? When did you hide it in there? When I was thinking about digging a tunnel. Rejected. You failed to inform the GM of this course of action. Moreover, the guards would have conducted a thorough search before throwing you in prison. And the keys to the cell aren't anywhere to be seen? Correct. You don't even feel a lock hole on the cell door. Oh, well, there goes all our plans. Indeed. Huh? Why are you the one saying indeed? Because that statement holds true for me as well. This is where the script ends. What? But that's a terrible ending! Generally speaking, this should be the point where the scriptwriter gives the players some kind of hint, or gives the GM some kind of code for how to move forward.
I mean, maybe they just really wanted us to be immersed in the feeling of being in prison? Like, they'll only show us the way out once we've grown truly and utterly desperate? That is a possibility. If only there were desserts and tea in real prison. Oh, wait, guess it's kind of how the Fortress of Meripede works if you're lucky. Oh, before I forget, Navia, the short sword you had with you earlier. I took a closer look, and the craftsmanship doesn't appear to resemble anything from this era. If I remember correctly, that style was last in vogue several hundred years ago. Wait, Cloran said that sword used to belong to her master, right? Does that mean her master has been alive that long? I doubt it. The way she went about things often made her seem childish more than anything. I'd say the sword was most likely an heirloom passed down over time. Hang on. A precious heirloom passed down to you by your master. And you gave it to me just like that? You weren't worried I might lose it? Master left many things to me when she disappeared. There was the sword, an old key, and a good amount of junk she probably just didn't want to take with her. I gave you the sword back then, because I didn't want our friendship to end. Wait, when did this happen exactly? After the duel. Between Mr. Callis and myself. Before that, Clorand would have meals with us and even stay over at the Spina some days. She was on great terms with Papa as well. After the duel, though, there was a period of time where we simply didn't know how to face each other. She entrusted this sword to me, and never came back. We were both sad, and conflicted, and totally overthinking everything as a result. Whenever I looked at this sword, I couldn't help but wonder if Miss Petronia had never introduced us to each other at that picnic. Maybe part of the sadness I was feeling could have been avoided. Back then, it felt like I hadn't just lost a father, but a close friend as well. No one can change the past. The most important thing is that you two found your way back to each other and can enjoy things like this together. Yep, you're right. I'm sorry, you two. I didn't mean to bring up any sad memories. Think nothing of it. No one here is at fault. Looks like the next part of our script is here. Perfect timing. The situation was really starting to get desperate. And not just because of the prison thing. From Cloran's face, Paimon really can't tell if it's good news or bad news. Water continues to drip from the ceiling. In this lightless dungeon, you lack a reliable way to tell how much time has passed. Eventually, you get used to the unpleasant odor of straw, mold, and rust, and find yourselves alternating between fits of drowsiness and despair. Suddenly, you hear footsteps outside the door. Heads up, everyone. Someone's coming. Gather close, everyone, and keep your voice down. Wow. Hä? Ah, da. Who are you? I work as a guard in these dungeons, but my true identity is the same as your own. I'm also a Marechaussee hunter. Huh?
already sent away the other guards, but if we make too much noise... I understand, but how can we be sure we can trust you? The king has issued a formal decree. In light of the irrefutable proof of your crime, you're to be executed before tomorrow's sunrise. If you want to escape, it has to be now. Executed? We barely did anything! Monsters appearing at the same location as the treasure. Could this entire thing have been a trap? There will be time for speculation once we're out of here. As for my identity, I have no way to prove that to you just yet. Infiltrating the capital was difficult, and finding a chance to speak with you has taken a lot out of me. I could go on, but I think we can all agree that now is not the time for details. Have you seen our weapons anywhere, sir? Don't worry, I brought them with me. They're just behind the door. Still, these weapons alone won't be enough to defeat the true enemy behind the scenes. His faction is too powerful. The guards are all under his control, and he's even stationed a number of golems in various rooms throughout the palace. To defeat him, you must find a secret vault. It is said that within that vault, the Marechaussee hunters of the past left behind a treasure with the power to defeat the sorcerer. You're not coming with us? No, I'll remain in the dungeons to deal with the guards. I'll try my best to distract them so they don't go after you. As long as my identity is not revealed, I'll be able to aid you when the final battle comes. In that case, please stay safe. Thank you for your concern. I will do my utmost. As for the location of the vault, here, this map should lead you there. Got it. All right, once I open the door, remember to stick close and refrain from making any noise. I'll lead you out of here as quickly as possible. You now have the chance to restore the honor and legacy of the Marechaussee hunters. So please, get out there and reclaim what's ours. And be sure to exercise caution. With the help of the guard, you successfully escape the dungeons. Your sense of despair and anxiety both seem to fade as you continue your quest. Wait, we didn't get to use our skills at all while we were in prison. Who knows when we're gonna get the chance to use that cool summon spell? That is a pity, but we can only continue to move forward. So, das ist ja irgendwo an der Strandlinie. Dann wird es das hier sein, oder? Das Loch hier. This should be the place marked on the map. This bit of rock certainly looks suspicious. Well, I'd say an investigation's in order then. Plus, if all else fails, we can just blow it up. Wow, you really meant that! Before you lies a serene stretch of open water, its surface shimmering a brilliant shade of sapphire blue. Well, guess this means it's time for a swim. Cool. Zeit für ein bisschen Schwimmen. Linkes String. String. Und weiter nach unten.
Mhm. Oh, what's the matter? It's nothing. As you step into the cave, you find yourself in an eerily quiet space. Before you lies a narrow passageway that appears to trail off endlessly into the distance. Wow, this must be where the treasure is hidden. But this door is blocking our way in. Huh. It almost looks like it's been here for quite some time. I've got to hand it to the tabletop troupe. They really went all out with the props. Huh. What have we got down here? A kind of mechanism connected to the door? A pattern on a stone door. That's something Master mentioned before. Is something wrong, Clarant? After a long, difficult journey, you finally arrive at the location indicated by your map. It appears to be an ancient site of some sort, where treasure likely awaits. Your surroundings are exceedingly quiet and serene, as if the secret that slumbers here has never once been disturbed. If you listen closely, you can almost convince yourself you can hear the sound of its calm, gentle breathing. That description makes Paimon feel kinda bad for disturbing this place. We're doing this for the sake of the people, to free them from the evil sorcerer. I say it's time for this treasure to once again see the light of day. Linny's right. We need to keep going. The future of the kingdom depends on it. The next part of the story requires us to solve the puzzle, right? Let's start exploring the area. Yes, that should be fine. Something feels off about all this. Guess I'll just have to improvise. Warum habe ich das Gefühl, dass das jetzt die Meisterin von Chlorinth dieses Skript geschrieben hat, sodass man quasi sodass sie sich wieder mit Chlorinth treffen kann. I found something! Found something here, too. Same here. Löse das Rätsel. Aus Hydrogramm und kondensierter Hydrokern nötig. Aha. Das heißt, ich brauche alle drei. Ah, jetzt habe ich was Großes. Okay. Ah, okay. Cool. Und jetzt? Es passieren Dinge.
something just appeared. Some kind of new mechanism, maybe? By solving the puzzles, you prove yourselves worthy of inheriting the secrets of the past. At the end of each puzzle, you're rewarded with With? a key. Oh, it must be the key to the big door. Huh? This is one of the Marechaussee Hunter keys that are passed down from generation to generation. It looks just like the one Master passed down to me. It is said that 4 keys in total are required to form the final, complete key. And it seems like we just collected 3 of them. That must mean... Huh? What's wrong? You hear a few strange noises. Suddenly, all the torches in the ruin go out at once. Huh? What's going on? Did we fall into another trap? For the sake of immersion, please close your eyes, everyone. Without the torches, the space is now completely dark, and you cannot see anything. But Paimon can still see a little bit over here. Oh, right. Sorry. Suddenly, you hear the sound of footsteps pierce through the darkness. There's someone else here? Oh, this is so unsettling. I can't see anything. I've been discovered then. Wait, that voice, it's... You recognize the voice as belonging to the guard who led you to this place. It appears he now covets the treasure for himself, and has come to stake his claim. Oh, so this is just part of the script. Then I can probably relax. Well, if we can't see anything, that means we can't fight to the fullest of our abilities. Should we retreat for now? Judging by the way he's holding his sword, he must be a real Marechaussee Hunter. But this isn't part of the script. Retreat? That's not the Hunter way. If it's dark for us, then it's dark for him. We choose to fight. Your choice is noted. Please keep your eyes closed until I tell you the torches have been relit. This battle will be in the dark. You got it! Well then, let us begin. Huh? Loaded. Time to testify. I'd like to try to hit him with my sword. Your strike is successful. Ha! You're facing a veteran Marechaussee Hunter. You don't stand a chance. Is he still standing? Goodness, he sure has a lot of HP. Is it over? Can we open our eyes now? The enemy is strong and relentless, but the battle is nearing its end. The torches have not been relit. What about now? Final strike. Ha! Well, did we get him? Glorian? Warm fire flickers across the walls once more. Your vision is now clear. In an impressive display of courage, the 4 of you successfully defeat the uninvited guest. That look in his eyes. It's like he became an entirely different person as soon as I defeated him. Huh? Mr. Florian? Oh, wait. We're supposed to be role-playing. I should stay in character. Speak your name, guard. Why did you lead us here just to betray us? Is this treasure really more important to you than bringing peace to the kingdom? What kingdom? What peace? Those were nothing but lies! I, Florian, am a true Marechaussee Hunter, descended from hunters of ages past.
So he's also using his real name. Or, wait, was that the name of his character from the very beginning? Then I'm even more confused. If you truly are a Marashose hunter, shouldn't you want to help us just like you said before? Shouldn't we fight together for the sake of the people? What do you know? In this day and age, there's no glory to be had as a Marashose hunter. What's that supposed to mean? My skills were passed down to me by my father. We lived a life of obscurity in the remote wilderness. Still, he devoted everything he had to being a Marashose hunter. And what did he get in return? A life of poverty and pain. In a world that forgot all about him. When he died, not a single person came to mourn his passing. The Marashose hunters were the ones who saved this city. We're heroes. We deserved more recognition and respect than this. Is he talking about how no one in the capital seems to remember the hunters and their legacy? I didn't expect the script to contain this level of social criticism. So that's why you want to take the treasure for yourself? You feel like you're owed fame and wealth? If you already knew where the treasure was located, why didn't you just come down here and take it? Because I still needed the final key. Only a true Marashose hunter is capable of passing through this final door. As someone who sought to hurt others for his own gain, Florian lost that right long ago. Okay, but what is this treasure anyway? We've got all the keys, right? So can we just go in and take a look? You're sure you want to go in? We've been talking about it for so long. Of course we want to see what's inside. And we've already defeated Florian, right? So he won't try to take it from us anymore. Pesky brats. Watch yourself. Then let's open the door together. All right. Your choice of action is confirmed. Before you, the door to the treasure, sealed. You hear the shrill wail of the door hinge as it rotates for the first time after years of disuse. Almost like a sleeping giant letting out an extended yawn. You get the impression that the secrets buried behind this door might be just as heavy as the sound you just heard. It's open! Come on, let's go in! Paimon wants to see what's inside! Ooh, me too! Ugh, uncovering hidden treasure is the most exciting part of adventuring. What do we have here? Uh-huh. A stone tablet? And some shabby weapons? You call this a treasure vault? Looks more like an abandoned warehouse. Maybe the troop ran out of budget at the end? They provided a super immersive experience at the beginning only to drop the ball at the most important part. They could have at least filled this place with cardboard mora or something. Wait, I get it now. Paimon, this is the real Marashose hunter treasure. Huh? This is it? The Marashose hunter treasure is just a stone slab and some broken swords? I can't believe it. I refuse to believe it! Whoa, are you okay? The Marashose hunter before you appears to suffer a serious mental breakdown. He needs to leave the room for a moment to collect himself. One of you seems to understand the significance of the treasure already. If the rest of you wish to follow suit, you may remain here in the meantime and explore your surroundings. Aha.
So, how are you doing? Feeling any better? What just happened? Do you remember how you got here? Or what happened to your body just now? I remember now. I brought you here because I wanted to... The explosives in the cave! You mean these? Huh? How did you... I could tell something was off the moment I stepped into this cave, so I kept an eye out. I've already dismantled the whole thing. So the strongest champion duelist in all of Fontaine saved the day once again. Guess I shouldn't be surprised. It would seem your skills as a Marechaussee hunter are as sharp as ever. I deserve some answers, don't you think? Tell me why you wanted to lure me here. Everything you said earlier sounded like the truth. Luckily, your monologue was dramatic enough to convince my friends you were just role-playing. I don't know. I just always felt like there was something in my heart that didn't belong to me. Something agitated and angry. Who knows? Maybe it was my own anger all along. I could never really tell. The feelings about my father and the other Marechaussee hunters are real. It just wasn't fair. I was angry, bitter that no one remembered them or praised their accomplishments. I don't know when it started, but at some point, my anger came to completely consume me. At that point, I remembered the legend my father used to tell me. The one about the treasure. But if the treasure was all you cared about, why plant all those explosives? Wouldn't they just destroy the treasure and bury you along with it? I can't remember. My head is a mess. It felt like there was this voice telling me to eliminate the hunters, but now it's gone. From your description, I suspect you were dealing with a Devorator. Devorator? Oh, your master, your father, I mean, never talked about it? It was a kind of monster that was active several centuries ago. No, I've heard of it. I'm just not sure why you suddenly... Wait, it can't be. The seal! The seal? My family has served as Marechaussee hunters for many generations. But the title and swordsmanship weren't the only things passed down over our line. There was a seal as well. My father instructed me to always watch over that seal and maintain it regularly. He said it had been passed down over a truly ancient age, and protecting it was our clan's most important duty. But I neglected that duty after he died. I finally decided to come down and check on it one day, and that's where my memories become fuzzy. The Devorator would be a formidable adversary for any mortal being, even ones as capable as the Hunters. If you lacked the power to completely destroy it, you could easily fall prey to its influence and corruption. In light of this, some Marechaussee hunters chose to seal the Devorator away, in the hopes that a permanent solution would come with the passage of time. I heard it has the power to amplify the obsessions and desires in people's hearts, to the point where they overtake you entirely. It would seem I'm not just lacking in skill with a blade, but in mental fortitude as well. And yet, you were able to retrieve 3 of the 4 keys. If I remember correctly, each was entrusted to a respected and capable hunter. How did you manage it? One of them belonged to my father. The second I stole from a different hunter. And the third... was one that I snatched while the person was on the way home from the tavern. I nearly died in that alley. I know just how strong you are. It's as clear as day to everyone in Fontaine. I observed you from dusk to dawn, but could never find any opportunity to sneak up on you. I never even saw you drink a single glass of liquor. The only way I could think to obtain that last key was to lure you here using your hobby, and then... Oh, I get it now. That monster, it wanted to bury you here alongside the treasure. I won't comment on anything else, but the script was good.
Well, I did pour my heart and soul into it. The stories my father used to tell me about the glory of the heroic Marechaussee hunters and how they came to be forgotten. It's more than just a story. Huh? You're proud to be a hunter. You're still holding onto that part of yourself, no matter how small. I have done so many despicable things. I have nothing to be proud of. Then explain the purpose of the evil sorcerer in your story. Huh? Isn't he the true antagonist? The one who sought nothing but his own gain, and used the people as pawns to attain it? In your heart of hearts, he was the one you truly wanted to defeat. But I've already tainted my sword. I no longer have any right to... Wake up, Florian. Remember how you introduced yourself earlier. Do you really think the hunters acted out of a desire for honor and glory? Or to be loved and acknowledged by the people? What did your father teach you about our order? You do not wield your sword for yourself, but to protect those you serve. There's nothing special about a blade. It's the intentions of the wielder that matter above all else. Do you still not understand? Even after seeing the treasure for yourself? The contents of that room, they represent the true legacy the hunters left behind. You're right. I am a Marechaussee hunter. It's time for me to redeem, no, to finally serve the people I vowed to protect all along. I wouldn't be so quick to push aside the need for redemption. I know. That's a charge I won't bother to defend myself against. Good. Then, come with me, and help me see the script through to the end. Huh? See the script through to the end? But there's no more script left. Never finished it, huh? No, I mean, I wrote the script with the sole purpose of luring you all here. There was no reason to write beyond this point. Then we'll just have to keep writing it. The evil sorcerer still needs to be defeated. You mean the Devorator? Are you saying I have to make up the rest of the script as we go along? Is that really so hard? You've already written most of it. Surely you can write an ending where the hunters win and justice prevails. I'll be there to help you too. You aren't afraid your party will fall into danger? I know what my friends are capable of, and they're all quite skilled. Besides, I need their help. Then, are you going to tell them the truth about all this? I don't intend to spoil the fun. Sometimes, protecting dreams and fantasies is more important than exposing the truth. A duel is a battle of wills, and the sword an extension of the duelist's spirit. If your heart recoils in fear, then your sword may as well be in its scabbard, because you will not wield it effectively against your foe.
they're back! That took a while. Ahem! My fellow Marashose hunters, please forgive me, for I have sinned. Tone it down. Sorry. After crossing swords with you and witnessing your courage in battle, I've rediscovered my true self and regained my pride as a Marashose hunter. Oh, do I smell a redemption arc? I confess, I was brainwashed by the evil sorcerer. He asked me to lure you here so he could bury you in this cave. That little... Wait, you're saying all of that wasn't you, but the evil sorcerer? That's right. He's adept at manipulating the hearts and minds of the people. I fell under his influence because I did not possess a strong enough sense of will. Huh. And how are you going to prove that you're a changed man? We're not going to fall for the same trap twice. To be perfectly honest, I only came to my senses after seeing the treasure. It reminded me of my father's past teachings. The treasure was actually... The names of all the Marashose hunters from ages past and their weapons? Wait, you already know? Of course. Don't underestimate a veteran role player's exploration skills. Oh, wait, I mean, Marashose hunter Navia's exploration skills. We just finished reading through the content of the stone tablet. That tablet recorded the lives of some fascinating people. For example, this Marashose hunter called Est. She inherited the responsibilities of the Golden Hunter and passed judgment on many people. But in private, she had a very easygoing personality. Her favorite pastime was singing and dancing with her friends, and she was said to have a beautiful voice. So, she was just like you. Oh, you really think so? Well, when you put it that way, I suppose I also have a few things in common with this Walter. Gar nicht. Also ich bin jetzt mal ehrlich, ne? Ich finde das Charakter-Artwork hier von dem Pen-and-Paper-like wesentlich besser als der Skin, den Linnae an sich hat. Also hier ist das Charakter-Artwork, das hätten sie ruhig als Skin hier für ihn einpacken können, weil, naja, ne? Working as an executioner, he supposedly used a countless number of tricks to confound his enemies in battle. Oh, if only I could have seen the feats of magic he pulled off back then. Their lives were all so exciting. You could write so many cool books about their accomplishments. How could they have all been forgotten? Because they chose to be. To hunt monsters that only appear in the shadows, you must also operate in the dark. To be a Marashose hunter is to willingly give up on wealth and fame. Then this stone tablet must have been left behind by their companions. That's right. Few Marashose hunters ever revealed their identity to the public. They always protected the city from the shadows. The only time they spoke of their accomplishments would be at night, when they gathered with their fellow hunters in front of the bonfire to share stories of the monsters slain by their hand. So, this tablet was created not so that the hunters would be remembered by the people, but so that they would be remembered by each other. No wonder this place was so well hidden. You regard the stone tablet in solemn silence. The names of your comrades etched onto its surface serve as a reminder that you are never truly alone. The tablet proves that, although a hunter walks a shrouded path, it is not a solitary one. There will always be those who walk beside you, a fact that remains as true today as in ages long past.
Their legacies shall continue to be passed down from generation to generation, as everlasting as the stone onto which their names are carved. Father, you once told me that I should seek out the treasure if I ever became lost. So this is what you wanted me to find. His eyes are sincere, and his words ring true. You can tell that every word he spoke just now came from the bottom of his heart. I implore you, everyone, please give me a chance to make up for all I've done. Allow me to fight alongside you and defeat the evil sorcerer that threatens the peace and prosperity of everyone in this kingdom. Well, I say we let you join. Sounds good to me too. Everyone makes mistakes. What matters is what you do to make up for them. I have no objections, but Mr. Florian, do you even know how to defeat the evil sorcerer? When he took over my mind, I gained some insight into his thoughts. Every time I thought of the treasure, he reacted with a strong sense of fear. Huh? He's afraid of the treasure? But there's nothing here except some broken weapons and the stone tablet. What if the secret's hidden inside these weapons? GM, permission to investigate. At first glance, the weapons appear absolutely ordinary. But as you observe them, you notice a faint energy emanating from within. These blades have slain countless monsters. Though it's been a long time since they were used in battle, their edges remain sharp, as if they're simply waiting for the next worthy hunter to carry on their legacy. So basically, take these with us, right? I'll take this weapon, since it used to belong to Est. Maybe it'll find comfort in being held by someone who appreciates the arts. Ah, good idea. I'll take Mr. Walter's bow then. From one archer magician to another. Paimon's gonna pick a cool weapon too! As you grip your weapons, you can almost feel the will of past hunters coursing through your being. It's a feeling of courage, determination. A silent vow passed down from generation to generation that says, eradicate the monsters, no matter the cost. Mr. Florian, do you know where to find the evil sorcerer? I was able to see his surroundings when our minds were connected. I believe he's currently hiding out at the church in the kingdom. We must be extremely careful. He's spent so long living among monsters that he's now taken the form of one. He will not be easily defeated. Then why don't we explore some more and try to find some higher level gear? We don't want to just fight him and lose, right? Oh, no, we have to strike now. He was greatly weakened when I managed to break out of his control. If we let him rest, he might have time to escape. I agree with Mr. Florian. We've got to act while we have the advantage. Don't forget, the people of the capital are counting on us. Yeah, now that we've got a plan, there's no point in waiting. The longer this drags on, the worse it will be for everybody. Yes, that's what's called... Yes, that's exactly right. Alright, you've persuaded Paimon. Mr. Florian, please, lead the way. Of course. Follow me. He had to set up so many scenes today, and now he has to join in for this last part. I really don't envy his job. Finally, you decide to slay the evil sorcerer and bring peace back to the kingdom once and for all.
As you walk away, you feel the gaze of the stone tablet at your back, as if all the hunters of the past are wishing you success in the battle ahead and awaiting your triumphant return. Gehört zur Kathedrale der Hauptstadt. Ah ja. Äh. Finally, you arrive at the church Florian described. As you approach, an ominous aura surrounds you. You get the sense that your enemy is close at hand. How strange. This uneasy feeling seems so real. How did they manage that? Now, it is time for the final battle. Let's go. Florian, wait. What's wrong? I think you should wait outside. You've already been corrupted by the Devorator once. It could easily re-enter your mind and take control of your body. I don't think it's a good idea for you to be this close. If it corrupts you again, it's possible you might take on a new form entirely. That's exactly why I have to go. Why I should be at the very front.
You mean... Yes. I intend to lure it into my body. That's too risky. If things get out of hand, I might have to kill you. Do you understand how dangerous this is? I understand, but if I do this, you'll have a clear and visible target. The Devorator will have a hard time passing up a chance to enter a body it knows how to control. You won't have to worry about any of your friends being taken over. You're not like me, Miss Clorand. You're a just and powerful Marechaussee hunter. The monster broke free due to my error. It's only right that I shoulder the responsibility for its destruction. This is... something that I have to do. Consider it a duel to restore my honor. My only request is that you give it your all. I understand. Then, as a champion duelist, I hereby accept your request for a duel, and extend to you my most sincere regards. Thank you. The battle is now upon us. Let the Devorator once again tremble under the blade of the Marechaussee hunters. Lay waste to the wicked! Ich habe keine Ahnung, ob das notwendig war. So lifelike. This foe is not invincible. You hold the treasure. The power to defeat it in your own 2 hands. The treasure? You mean... The names! It's the Marechaussee hunters' names! How are we supposed to... You forget, Paimon? There's still one skill we saved until the very end. Hunters fight not for fame, but to aid the people whenever they are summoned. Walter the Marechaussee Hunter, master of 1,000 tricks, executioner of the Phantom Hunters, I call for aid! Est, the Marechaussee Hunter, inheritor of Cassiodor's will, judge of the Shadow Hunters. Answer my call! Petronia, protector of justice and order. The hunter I respect the most. Thank you for saving my friend, the best one I'll ever know. Please, lend us your strength. We have come to answer your summons. And so, the monsters were eradicated, and the sorcerer was defeated. Peace soon returned to the capital. Those in the court, manipulated by the sorcerer,
also recognized the errors of their ways. Some remembered the names of the heroes who saved their kingdom, but others simply continued their lives none the wiser. Such is the story of the Marechaussee Hunters. They pursue the phantoms in the darkness and exterminate all who pose a threat. They will always protect the city and those within it, even should all memory of their accomplishments be forgotten. But I am assuming we've finally reached the end of the script. yes, you've reached one of the better endings. It's a pretty solid story overall. I thought it was just an ordinary adventure at first, but the further we got into it, the more impressed I became with the production and the plot. That final battle especially! All the effects were super realistic. Oh, right. Yeah. Totally. Huh. Ah, that's a really good point. I never expected the weapons we picked up from that vault would have that kind of effect. Yeah, mine nearly scared the daylights out of me when it started glowing. I took a good look at it after we got out, but I don't think it ever lit up again. Oh, we should probably give these props back, right? I'll just leave mine here. Did you have a good time? Of course! Let me know if another script like this comes around. Sure, no problem. Then I'll head back for now. I think I need some time to fully digest everything that just happened. Once Mr. Florian is awake, please pass on my regards to him. He must be extremely exhausted to have passed out cold like that. You're right. He's had a lot to deal with. Well, see you all some other time. Toodaloo! Okay, so, can I ask now, I think it should be fine, yeah. what in the world was going on back there? So you saw through all of that? That time in the cave when you told us to close our eyes, it'd be weirder if we didn't notice anything. I was dying of curiosity the entire time. I mean, you did a pretty bang-up job of pretending nothing had gone wrong. Farina actually looked like she thought all of it was planned. Guess none of us wanted to be the one to break the illusion. What are you all talking about? Oh, wait. Don't tell me Paimon never... Oh, this is all my fault. It's not too late to cover your ears. Here, Paimon, I'll do it for you. Bit late for that, don't you think? You're saying everything that happened back there wasn't actually part of the script? It's probably more accurate to say this was never a real scripted story to begin with. What? So loud. My head. Hey, you! Get up right now and explain yourself! No shaking, please! Oh, my head. Did Paimon just hear that right? You guys made up that whole last part on the spot? It's not nice to lie to people, but Paimon's gotta admit, that was a really good story, Florian. Oh, and nice improvisation, Florian! Yeah, it was like watching a magician improvise a spectacular magic trick after forgetting an important prop. If Paimon knew something was wrong with that vault, she would have floated straight in the opposite direction! Everything was under control. As if you've ever described a situation as being out of control. I'm pretty sure any situation you consider to be easy to handle would scare a reasonable person half to death. Guess I'm just used to it. You must run into a lot of unexpected situations then. That explains why you're so good at coming up with things on the spot. As for you, Florian...
I know there's no excuse for what I did. I'll turn myself into the guards at once, confess my crimes, and accept any punishment that comes my way. I would say you've already suffered more than enough. What? You may have been blinded by fame and fortune in the beginning, but your actions during the final battle had proven you to be a true Marechaussee hunter. You'll be far more used to the city above ground than below. Your job as a hunter is more important. But... Of course, you'll still need to take the keys and pay a personal visit to the 2 hunters you wronged. Prepare to accept any terms they give you as well. yes, of course. As far as I'm concerned, though, your showing in the duel was enough to prove your honor. Then I'll do exactly as you said. I'll go return those 2 keys right now. Thank you so much, everyone. I'll do my best to prove myself worthy of the second chance you've given me. I swear this on my name and honor as a Marechaussee hunter. Until we meet again, everyone. Speaking of Marechaussee hunters, what should we do about the treasure in that cave? Leave it be. Are you sure? We could show it to people, make it so that the hunters are remembered. Don't you want that? No. Every name on that tablet made the same choice. All hunters know what the path entails. I am no exception. My identity as a Marechaussee hunter is not something I need people to remember. I wish only to be recognized as a champion duelist. Nothing more. That's certainly very different from the path of a magician. Still, I admire your decision. Wait! Paimon just remembered something. If there were no special effects involved, why did our weapons begin to glow during the battle? That's because the Marechaussee hunters of ages past would often imbue their weapons with special enchantments to suppress the monsters. Whenever a monster was nearby, their weapons would start to glow. Oh, so that's why they had an effect on that guy near the end. I really thought the summons were doing all the work. Well, I'm sure the summons were a part of it too. Oh? How so? This particular devorator probably hailed from the same era as the hunters we saw in the room. The names you recited all belonged to the bravest hunters. Countless monsters fell to their blades. That's likely why the devorator visibly reacted when you said them out loud. So the names held the power all along! Navia, everything you said during your summon. Huh? Oh, I meant what I said. I mean, it was true to my character, so yeah, I'm glad you heard it. Just don't make me repeat myself. It's embarrassing. I really appreciated those words. All right. Don't get all sentimental on me. Anyway, let's not talk about that anymore. I'm going to go on ahead. Don't fall too far behind now. She ran off! I should probably head back as well. This story was truly incredible. I might have to spend the whole night telling my siblings all about it. Goodbye. Traveler, should your name and deeds be forgotten, what do you think the significance of your journey will be? I suppose the significance would be the journey itself and the world we helped create. There's still value in the time I shared with everyone here, in the things we were able to accomplish, even if no one remembers them. A great answer. I'll remember it. Me? The Marechaussee hunter says nothing in response to that question. Perhaps her answer lies in her silence.
an unspoken vow left to echo through the night. The path she walks needs no explanation. Boah, war das geil! Ja, das war ja mal der Hammer. Da ist ein Loch im Brunnen. Also ja, okay, ein Brunnen ist immer ein Loch, aber der ist sogar mit Leiter und allem. Hm. Oh. Nee. Okay, einfach nur ein simpler, stinknormaler Pokal war hier drin. Aber Junge, war das geil! Ich will... Also... Jetzt habe ich voll Bock auf einen zweiten Akt davon, von so Räumen. Das war ja mal sowas von unfassbar. Aber was haben wir da jetzt zuletzt gekriegt? Ich habe irgendeine Figurensammlung gekriegt. Ah, da. Ein Album mit Bildern von Teilnehmern und Spielleiter, die an diesem Abenteuer Schattenjäger Tag des Gerichts beteiligt waren. Es ist vollgepackt mit Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse mit deinen Kameraden. Lass die Hoffnung also niemals fahren. Jemand, der schon einmal die Rolle des Schattenjägers übernommen hat, könnte dieser Eid eine noch weitaus tiefere Bedeutung haben, oder? Name der Figur Chlorint. Identität der Figur Spielleiterin der Brettspieltruppe. Ich sag's so, wie es ist. Ich mag die Charakterartworks da. Vor allem Furina als Bade. Also ich meine, ja, Navia als Merchant, also als Händler ist ja auch, sieht auch nicht so schlecht aus, ne? Schleichen, Fingerfertigkeit und Beschwören. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Dieb. So vom, ne? Das ist halt ein semi-classical Healer, aber es sieht halt auch so cool aus. Und Paimon. Naja. Bilderbuch des... Ja... Aus dem Sommer-Event. Hm. So viele Auftragsobjekte.
die dann aber auch irgendwie nicht mehr benutzt wurden. Dieses Objekt wird am 16.09. um 3:59 Uhr, also zu Server-Reset-Zeit, ablaufen. Cool. Übernächster Montag also. Coolio. Windblade. Ja, okay. Man geht also drauf, wenn man da in diesen in den heißen Quellen sich denkt, mal eine Runde baden zu gehen. Hm. Wenn wir schon in Fontaine sind, dann können wir doch das da eigentlich machen. So, ich mache mal eine ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich.
So. Wo auf der Map ist der Punkt, an dem wir uns gerade befinden? Ah, über dem Hof von Fontaine. Das heißt, hier heißt das da. Geheimes Diagrammzeichen 6. Das Leben ist wie eine miserable Komödie, in der die Klugen immer den Befehlen der Dummen gehorchen.
Ist wie eine miserable Komödie, in der die Klugen immer den Befehl der Dummen gehorchen. Ich bin aber nur ein Laiendarsteller. Ich kann keine Rolle mehr auf ihrer Bühne spielen. Die geheimen Diagrammzeichnungen, die geheimen Diagrammzeichen sind eine nutzlose Erfindung. Genauso wie der Prototyp Grundtyp MK2. Aha. Ah, okay. Is this an answer from this world? Okay, cool. Das war das. Verdammt, diese vermaledeiten Mecker hören einfach nicht auf. Meine armen, kräftigen Wadenmuskeln sind schon ganz grün und blau. Danke, meine liebe Freundin. Ich weiß nicht, wie lange mich diese Mecker noch vermöbelt hätten, wenn du nicht gewesen wärst. Entschuldige, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Desnos und gehöre zum Forschungsinstitut Fontaine. Ich war ein Forschungsassistent. Und jetzt habe ich die Aufgabe, die Abenteurer, die sich beworben haben, zu empfangen und eine Eignungsprüfung zu unterziehen. Es nennt sich Vorauswahl, aber eigentlich überprüfe ich nur, ob sie alle notwendigen Dokumente beisammen haben. Oho, du willst dich auch bewerben. Wie unhöflich, wirklich unhöflich. Lass uns gleich zur Sache kommen. Hast du all deine Dokumente dabei? Wenn etwas fehlt, helfe ich dir, es zu ergänzen. Großartig, lass mal sehen. Ein Nachweis für deine Qualifikation als Abenteurer, eine Auflistung deiner Reisestation der letzten 30 Tage, alles korrekt, keine Fehler. Oh, mir ist aufgefallen, dass du nur ein Abenteuerhandbuch hast. Du musst mir alle Abenteuerhandbücher bringen, die du benutzt hast und aktuell benutzt. Ich muss ein Foto für die Akten machen. Oh, dann bist du wirklich jung und vielversprechend. Kein Problem. Nur ein Buch ist auch bequemer. Jetzt noch deine Missionsvita, deine Einkommensunterlagen, deine Missionsbewertung, deine Missionsstatistiken, die Zahl deiner 5-Sterne-Bewertungen. Du bist wirklich fleißig. Und dein Einkommen kann sich sehen lassen. Vertrauenswürdigkeitserklärung, Verantwortungserklärung, Pflichtenerklärung, Ausschlusserklärung bezüglich der Freigabe von Informationen zu rechtlichen Zwecken,
Die letzte ist eigentlich nicht notwendig, aber großartig, sehr gut. Alle Dokumente sind vollständig, dem Himmel sei Dank. Du bist in den letzten 2 Wochen die einzige Bewerberin, die alle Dokumente vorbereitet hat. Als nächstes musst du nur zum gegenwärtigen Standort des Forschungsinstituts Fontaine gehen und dich der letzten Prüfung unterziehen. Eigentlich sollte ich euch hinbringen, aber diese dummen Mecker haben mir gerade die Beine verletzt und ich kann jetzt nicht so weit laufen. Kein Problem, sag uns einfach, wo wir hin müssen, dann gehen wir selbst. Na gut, ich markiere die Position auf deiner Karte. Ja, ich rate euch, vorher noch zu einem Herrn Nacker im obersten Teil des Gebäudes zu gehen. Herr Nacker wurde vom Institut zur Arbeit hier in der Nähe abgeordnet. Du findest ihn sicher. In der Wildnis in der Umgebung wimmelt es nur von außer Kontrolle geratenen Urwegmecker. Er kann einen fähigen Wächter garantiert gebrauchen. Wir haben eure Prüfung noch gar nicht bestanden. Wie kannst du uns da jetzt schon an die Arbeit schicken? Wir wurden auch noch nicht bezahlt. Das stimmt. Gab noch keine Bezahlung, ne? Hey, hör zu. Herr Nacker ist ein Spitzenforscher am Forschungsinstitut Fontaine und hat früher als Assistent unter Edwin geforscht. Er hat am Institut immer noch was zu sagen. Wenn du Herrn Nacker begleiten kannst und ihn unterwegs von deiner Stärke überzeugst und er deinen Wert erkennt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, die Prüfung zu bestehen, enorm. Du meinst, wir müssen diesem Herrn Nacker... wir helfen diesem Herrn Nacker und müssen ihm danach auch noch dankbar sein? Das meine ich. Du kannst ihm sagen, Herr Desnos hat mich gebeten, dich als Wächter zu beschützen, bevor ich die Abschlussprüfung absolviere. Wie auch immer, ich will dich nicht länger aufhalten. Es sollte auf dem Dach sein. Ich muss noch... Aua, meine Beine, diese dummen Mischer. Ja. Chronik des Forschungsinstituts Fontaine. Oh, ich glaube, ich werde den Rest nicht vorlesen, ne? Ich kann verstehen, warum Lilly aufgehört hat, den Spaß vorzulesen, ne? Das ist ja mal... Holy Quack, ist das anstrengend, ey. Da legst du deinen Mund schneller trocken, als du Halleluja sagen kannst. Let's take a moment to rest and plan our next move. Oh. Warte.
Nein! Aber hier ist irgendwo ein Dentro-Oculi. Die Frage ist, wo? Cool, das war das zweite Artefakt, was man hier finden konnte. Oh, da. Da ist das Oculi. Eingesackt und schnell abgehackt. Abgehakt. Ja. Ach cool, jetzt auf einmal spawnen hier auch noch NPCs wieder. Geht zum Vollzugsorgan des Forschungsinstituts. What? Ein Vollzugsorgan.
Oh, hier ist ein Okuli. Okuli markiert. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Oh wow, okay, cool. Dachte irgendwie, da wäre was Spannenderes dahinter. Aber scheinbar habe ich mich geirrt. Aber es sind wirklich diese Mechas hier alle effektiver auszurotten? Wait, what? Hier? Okay, coolio. Ich hätte nicht erwartet, dass es genau hier versteckt ist. Aber scheinbar habe ich ja Glück. Jetzt muss nur noch hier. Ah, perfekt.
Oh, hier ist ein Aussichtspunkt. Und hier ist Loot. Hä? Aber mir fehlt doch noch was, oder? Ich meine, da oben ist das Diagramm, aber irgendwie fehlt doch hier das Ding sie zum Starten von dem ganzen Spaß. Oder bin ich ein bisschen deppert im Schädel? Ich höre doch hier die ganze Zeit klackern und so. Oh, cool. Dawn, break forth! Every course of action has its risks. Be careful. Na, okay. Every course of action has its risks. Be careful. So, und abgeschlossen. Perfekt. Haben wir den Vollzugstrakt wenigstens fertig? So, ich mache nochmal eine ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder.
Let's take a moment to rest and plan our next move. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Let's take a moment to rest and plan our next move. We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy.
Guck mal einer an, was sind meine Äugels denn da? Ein Reiterdog. Ein Reiterli sehen meine Äugels denn da? Na? So. Unsere Tour führt uns weiter. Windblade! Dawn, break forth! Ha! Okay, jetzt schon wieder so ein Rätsel, weil ich sehe hier dieses Umleitungsfingi. Und hier ist wieder so ein Fingi, wo ich so einen Energieblock einsetzen kann. Okay. Das heißt, wir müssen diese Ruine erstmal in den ganz klein wenig... Okay, hier ist ein Umleitungsding. Da ist Loot, okay. Ramba. Okay, hier ist der Herausforderungsstele. Was wir so tun? 2 Gegner innerhalb von 30 Sekunden. Oh, das wird schlecht. Hey, hey. Flames, purge! No, fuck my life. Komm, nächste Runde. Ich brauche die... Muss den Momentum mitnehmen. Let's dance! Ways to the wicked! Na. Okay, scheinbar bin ich noch nicht gut genug ausgerüstet dafür. Da ist der Energieblock, den ich gesucht habe, um das Rätsel zu lösen.
So, da Strom. Let's take a moment to rest and plan our next move. Loot, 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 loot. Better than nothing. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir alles mit, ne? Auch wenn ich die Herausforderung nicht knacken kann hier. Vielleicht leihe ich mir dann, muss ich das mit einem Multiplayer machen, wenn das sowas im Multiplayer möglich ist. Ich weiß es gar nicht. Äh. Warum sehen die Buden hier eigentlich alle aus wie so eine Art Mausoleum? So, Hydrookuli abgehakt. I'll protect us. Windblade. Lay waste to the wicked! Wie ich hier einfach von Stufe 71 Gegnern platt gemacht werde. A reward on the road.
Erstmal wird jetzt gelootet, ne? Okay, das ist gar nicht eingetragen auf der Map. Okay, auch gut. Reiderli, bist du da? Oder hast du mich schon wieder verlassen? Ja, Memora. Oh, das ist Loot. Not. Ryder. Da bist du ja endlich. Und ich habe mich schon betrogen gefühlt. Da schreibst du in den Chat und dann kommt einfach nichts von dir, wenn man mit dir redet. Technische Probleme. Ach, Ryder.
Ich hab noch eine ganz wichtige Frage, Ryder. Also zum einen, wie geht's dir? Und zum anderen, war dein nächster Stream? Körperlich geht's mir gut, mental scheiße. Oh, fühle ich. Nur, dass es mir dass es mir auf beiden Seiten nicht gut geht. Keine Ahnung. Oh. Jetzt will ich erstmal die Kiste looten, ey. Is this an answer from this world? Ach, sag an, dass die Monster direkt vor uns stehen. Erstmal kurz auf Abstand halten, dann Heilung etablieren.
Ah. Die Option ist nur noch weiter oben. Okay, wenn die Option nicht noch weiter oben ist, was ist dann die Option dafür? Hm. Aber ich stehe doch fast auf dem Punkt. Oh. Found it. Ja, die Luke, also, ne? Das Gute ist, dass ich ja nur höher sein muss als der Oculi selber. Das heißt, wenn ich es jetzt, selbst wenn ich es jetzt nicht schaffe, hier was zu erwarten ist, muss ich einfach nur, ja, gucke mal. Perfekto. Perfektino. Da hinten ist noch ein Walkpoint irgendwo. Nehmen wir den doch auch gleich noch mit. Let the show be. Währenddessen tanken wir noch ein bisschen hier Heilung von Barbara. Okay, hier ist eine Barriere mit 2 Selien-Podesten. Das heißt, ja, wollte doch gerade sagen, hier in der Nähe muss es irgendwo 2 Selien geben. Und der kleine Gigatroll will wieder von diesem Wasserding bespaßt werden, ne? Ja, komm schon, du kleiner Gigatroll. Ja, setz dich da ab. Perfekt. Machst du gut so. Achso, eventuell sollte ich das Seli dann auch abhaken von der Map. Weil sonst bin ich da ja noch ewig am
Am Rumdödeln. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Jetzt ist die Frage, wo gammelt das zweite Seeli rum? Da, da, da. Da unten ist noch was. Hey. Nein! Windblade! Ah. Kleiner Gigatroll, du. Komm, gib mir den Loot, damit wir den Weltauftrag noch machen können. Ja, setz dich da hin und gib mir den Loot frei. Ja, thank you very much. Und jetzt luxuriöse Tour. Bam, 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 bam. From this world? Heilige Qualle, ey. Reiderst mich ja jetzt gerade. Hui. So, luxuriöse Tour abgehakt. Ja, jetzt da brauche ich nur noch ein bisschen Schwung. Alter, wie kann ich mich eigentlich an so einem, an dem Sound, ja? Wie kann ich mich an diesem Sound erschrecken, ey? Lass das Hikari niemals erfahren, dass er mich von ihrem Sound, den ich selber haben wollte, weil er sich so gut angehört hat, erschreckt hab. Urk. Junge, Junge, Junge. So, eigentlich wollte ich nur den Wegpunkt haben. Jetzt habe ich noch gelootet. Aber ich wollte ja nur kurz festhalten, ne? Ich bin ja kein Lootgeier, ne? Da ist eine Herausforderungsstele drauf. Ja, okay, wenn das so ist. Was soll ich tun? Innerhalb von 70 Sekunden alle Gegner besiegen, das wird doch jetzt schon wieder nichts, ja. Protect us. Ways to the wicked! Hey!
Es reicht aber auch mal hier, ne? Danke. We'll need more where that came from. Heilige Schrotkanone. 10 Sekunden, 10 Sekunden Zeit noch gehabt, ey. Das habe ich jetzt angesagt. Viel Spaß am Lurk, werte Lilly. Ich spiele gerade selber. Ja, ich sehe es. Ich stalk manchmal Discord. Vor allem, wenn ich andauernd irgendwo angepinkt werde, dann umso mehr. Ei. Miep, miep. Miep, miep. Oh, mein Rücken ist so für den Arsch, ey. Miep, 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 miep. Miep, 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 miep. Ryder hat mich angepinkt mit Miep, miep. Möp, möp. Ryder hat geantwortet mit Möp, möp. Wer hätte es erwartet? Was? Jetzt im Ernst? Ja, ist okay. Töt mich halt instant.
Alter! Ways to the wicked! Jetzt muss ich erst wieder heimgehen, Na super. Ui, da gibt's eine Lute zum Sammeln, eine Blume zum Looten. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was ist los, Reiter? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Darüber. Ah, hier sind aber noch ein paar Teleport-Points. Ich die hier brauche ich noch. Und die scheint nicht oben zu sein, sondern unten. Also, von daher... Das ist Okuli. Nix ist gelogen. Ein Nichts ist gelogen, Reiter. Halt, wait. Aber ich habe nichts zum Hydrieren hier. Und eigentlich wollte ich jetzt nicht nochmal aufstehen, bevor ich aufgehe. Es sei denn, ich muss auf den Pott. Oh, warte, ist da noch ein Okuli? Da ist noch ein Okuli. Und ich hab's nicht gesehen. Scam? Wie Scam? Du hast dafür keine Bits gezahlt oder so. Also kann es kein Scam sein, leider. Let's take a moment to rest and plan our next move. Alter, es kann faktisch kein Scam sein. Du hast keinen Einsatz von irgendeinem Echtgeld gehabt. Also gibt's nichts, worum du dich betrogen fühlen könntest. Oh wow, der ist doch über mir. Okay, dann irgendwann später. Ab 90 Sekunden warten, bis noch was einzulösen, um es einlösen zu können. Und wie jeder weiß, Zeit ist Geld. Ja, dafür müsstest du ja arbeiten, Reiter. Damit deine Zeit Geld ist. Oder du mit Stream schauen ziemlich sicher kein Geld verdienst.
Katze, was machst du die ganze Zeit unter meinem Bett? Warum verkrümelst du dich da die ganze Zeit runter? Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, da du mit Stream schon ziemlich sicher kein Geld verdienst, Ryder, kannst du dich auch nicht betrogen fühlen. Und ich habe immer noch nichts zum Vitrieren da, oder? Oh, war gelogen. Ich habe noch eine halbe Flasche Wasser hier. Every course of action has its risks. Be careful. So. Ich habe ein bisschen Wasser für dich getankt, ja? Reicht dir das? Das ist Okuli. So, eine Birdie, eins auf der Mütze gekloppt. Okuli, 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 Okuli. Da, Okuli. Da ist ja noch ein Okuli. What should the next Fanta flavor be?
So, ich muss auch was zu trinken holen. Bis gleich. Viel Erfolg, Rainer. Oho, eine Shadow-Samara hat mir gefolgt. Irgendwo erkenne ich diese Dame. Gedenke ich zumindest zu meinen. Na, alles fit? Und bei mir muss. Irgendwie, ne? Sollte man ja wohl kennen als Mensch, der hart auf der Baustelle misshandelt wird. Hm. Muss? Ah, ja, kennt man, ne? Schön, dass du genau in dem Moment wiederkommst, Rainer, wo das Thema war. Ach ja. Oh, jetzt muss ich hydrieren. Oh. Ihr wollt mich echt noch auf den Pott sehen. Also unabhängig davon, ich muss sowieso auf die Toilette, aber jetzt trinke ich erst noch einen Schluck vorher. Boah. Das macht es nicht besser, wenn man vorher trinkt. So, kurze Pause. Bis gleich.
So. Da ist er wieder. Hier ist der Riax. Das ist jetzt ein Witzreiter, oder? Du willst mich doch mobben. Du willst mich einfach nur mobben. Ich weiß es genau, Rainer. Wie kannst du so gemein zu mir sein? Also wirklich. Weißt du, Rainer, ich bin immer lieb und nett zu dir und du willst mich einfach nur mobben. What? Ich war nur auf deiner Gesundheit. Natürlich, Rainer. Ich weiß, du mobst mich. So. Soll ich jetzt da mal gemein sein? Rainer, du mobst mich mit dem Trinken. Da mobbe ich dich jetzt so. Lass bei Rainer ein Follow da. Der hat nämlich auch ganz frisch angefangen zu streamen. Das ist ein ganz netter. Ein richtig netter Boy ist das. Also ich habe noch nie einen so süßen Schweizer gesehen wie ihn. Also ich finde, das muss mit einem Follow belohnt werden. Ein Follow für Rainer tut niemandem weh. Wie nö, Rainer. Hm? Ja, nö. Wie ja, nö. Herr Rainer, wie ja, nö. Du bist halt ein richtig süßer Boy. Also, wirklich. Ich finde, du hast es verdient, weißt du? Also, ich meine, jeder hat es verdient, der von mir einen Shoutout bekommt. Ja? Genau. Lügen soll man nicht. Genauso wie die liebe Samara, ne? Ist auch eine nette.
Kenne ich sogar schon sehr lange. Wobei ich ehrlich gesagt nicht wusste, dass es streamt. Bis ich sie zweimal mit einem Raid beglückt habe. Und was heißt hier, lügen soll man nicht, Reiter? Du bist ein süßer Boy. Jetzt halt die Klappe und nimm's an. Und bei mir heißt es schon, ich würde keine Komplimente annehmen. Ja, aber der Reiter, der ist ja... Der Reiter ist ja mindestens genauso schlimm wie ich. Warte mal eine Minute. Jetzt, die liebe Samara, Shadow Samara hat mir ja ein Follow da gelassen, ne? Das heißt, ich bin jetzt wieder bei 200 Followern. Woo! Yay! Achso, Brokkoli habe ich eingesammelt. Und markiert. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Loot Skylarcher. Ich weiß nicht, irgendwie... Der Name kommt doch noch so bekannt vor. Hä? Dankeschön. Ja, ich weiß. Wir hatten die Unterhaltung mit der Arana-Quest. So, was habe ich verpasst? Hatte mein Headset gerade nicht auf. Du bist mein 200. Follower. Bin ich dir 300 Mal dankbar für. Und da ist eine Okuli. Der Lootgeier in mir muss natürlich wieder looten gehen, ne? Loot. Verdammt, in welche Richtung bin ich denn jetzt weggeflogen? Warte, das müsste der da sein. Ja, guck mal. Wie viele Okulis haben wir jetzt eingesammelt? Nach Map?
26 von We should 255. prepare while we can. Was sagt mein Then Backpack? make 26. Wenigstens in Fontaine kriege ich es hin, die Okulis passend zu tracken auf der Map. a preemptive strike against the enemy. Natlan schon angeschaut? Ja, natürlich. Ich gehe ja mal von aus, dass Natlan mit dem nächsten Update noch erweitert wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei dem Gebiet bleiben wird. Aber ich habe schon so meinen Teil hier verbracht und schon ordentlich abgelootet. Wobei ich es tatsächlich schon geschafft habe, 2 Pyro-Okulis. Unterschied zwischen habe ich in-game gesammelt und habe ich auf der Karte abgehakt habe. Be careful. Und eigentlich will ich die ganzen Pyro-Okulis einsacken, bevor sie die Map erweitern. Die Natlan-Map, weil sonst komme ich da nie hinterher. Ich musste nämlich auch noch über 200 Dendro-Okulis sammeln. Und noch 199 Hydro-Okulis. Da drüben ist auch noch ein Okuli. Sehe ich es von hier aus? Kann ich es von hier aus sehen? Da oben ist es. Okuli! Komm her, der Loot geil an mir. Ich brauch dich. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Merke, dass ich nur in Genshin drin bin. Ich würde auch jetzt mal... Ey! Ich würde erst auch mal ganz krass behaupten, dass Genshin mal wirklich so gar nicht die Art von Spiel ist, die du so spielst. Es sei denn, ich habe bisher immer in den falschen Momenten reingeschaltet, aber das ist sah mir bisher noch nicht so nach der Art von Spiel aus, die du so spielen tust. Frozen. Crushed get boss fight. Windblade, be gone! Hey! Ways to the wicked. Ist es auch nicht. Hat es mir mal angeschaut auf Stream, aber es hat mich null abgeholt. Kenne ich irgendwo, ja. Kann ich auch nachvollziehen. Ähnliche Spiele aus dem Gacha-Genre haben mich auch noch nicht ganz abgeholt.
Oder willst du mich jetzt verarschen, als ob das jetzt wieder so eine ekelhafte Puzzle-Serie wird? Och nö. Gut, das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal angucken, was, wo und wie. Da kann ich was lesen. Da kann ich was looten. Da kann ich was looten. Und irgendwo hatte ich doch einen Energiespeicher gesehen, den ich hier... So, da drin ist noch eine Batterie. Gut, die kann ich mitnehmen. Und platzieren. Okay, das, ja. Was haben wir hier denn? Ah, okay. Ich schaue, das müsste genau in dem Sichtradius liegen. Es liegt im Sichtradius, auch nicht in dem Radius, in dem ich mich bewegen kann. Super. Jetzt vielleicht? Okay, jetzt kann ich es, jetzt erreiche ich es auf jeden Fall mal. Da gibt es wieder was zu looten. Und hier kann ich was aktivieren. Warum kann ich hier was aktivieren? Okay, hier ist aber nichts Interessantes. Ist auch noch ein Okuli irgendwo. So, hier ist auch noch ein Tor. Achso, hier muss ich einfach, glaube ich, nur die Batterie mitnehmen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Am Anfang war ich auch noch nicht ganz von Genshin überzeugt. Mich hat die Story überzeugt, aber das Kampfsystem nicht. Gut, das Kampfsystem überzeugt mich immer noch nicht. Ich bin immer noch kein Freund davon. Aber... die Story holt halt wieder raus. Also ich sag's halt wirklich so, wie es ist. Ich finde es echt nicht geil, das Kampfsystem von Genshin. Aber es muss auch nicht jedem gefallen, so ein Spiel, ne? Dafür haben mich so Spiele wie Final Fantasy nicht abgeholt. Hm.
Selbst das, was ich von der Story her weiß, holt mich nicht ab. Keine Ahnung, was es ist, aber ich werde damit nicht warm. Ja. Muss man ja auch nicht. Wäre ja auch viel zu einfach, wenn du mit einem Spiel jeden befriedigen kannst damit. Oi! Die machen ja auch noch. Oh, das war nicht die Absicht, die ich hatte. Ey, sag mal. Also ich meine, wenn ich mir schon angucke, wie easy ich hier von Level 70 Gegnern platt gemacht werde. Obwohl meine Charaktere alle auf Level, die ich hier ausgerüstet habe, alle auf Level 90 sind. Windblade. Let the show begin. Come on, we can do it. Ich weiß nicht, das perfekte Spiel wird, das wird es ja niemals geben, ne? Also würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Flames, purge! Hier jetzt die kleinen Spielzeughunde hier, die kriege ich umgeboxt ohne Probleme, aber nicht Ding. Ist mir jetzt verkohlen? We should prepare while we can, then make a preemptive strike against the enemy. Nutlands Local Legend Fatui-Typen sind irgendwie faul. Die sind nervig. Ja. Wenn man keine Ahnung hat, wovon andere reden, einfach Ja sagen. Oder kategorisch Nein sagen. Ist auch immer eine von beiden Optionen. Okay, jetzt habe ich hier Energie. Jetzt muss ich mich wieder durch die ganzen Kameras arbeiten, ne? Ach so. Okay. Das hat schon seine Richtigkeit, die Reihenfolge der Kameras. Das sind Gegner mit gefühlten 10 Millionen HP. Ja. Wie gesagt, ich habe mir diese Lokallegenden und sowas noch gar nicht angeguckt.
Ach so. Natürlich, ich kenne doch mein Glück. Better than nothing. Wie ist das eigentlich mit den Stream-Avatars? Braucht man da selber PNGs oder hat man da Grundauswahl, die man anbieten kann? War am Überlegen, ob man die, das wäre auch so. Also du hast bei Stream-Avatars, hast du als Grundauswahl nur den da. Also den Charakter hier von Rider Dog. Das ist die Grundauswahl. Alle anderen, wie den da, oder den da, den kannst du dir aus dem Steam Workshop quasi runterladen. Musst du dann halt aber auch wieder gucken, ne? Es gibt ja auch wieder welche, die sagen, ich möchte mein Zeug nicht in Streams sehen und so was. Also, naja, ne? Kennt man ja. I'll protect us. Du willst mich doch jetzt verarschen, Alter. Alter. Bring mich mal anders zum Spiel. Ich stand mir nicht. Ach, du bist der Arschkeks, der mir hier hinten. Der mir hier so derbe auf den Keks geht. Na gut, auf sowas muss man überall achten. Ja. Ah. I suppose this will do. Na gut, auf sowas muss man ja überall achten. Ja, richtig. Gut, du musst ja sowieso überall als Streamer drauf achten, dass du nicht gegen Rechte verstößt und so. Wo zur Hölle bin ich gerade auf der Map? Da oben? Ah, okay. Wie kann das eigentlich sein, dass ich hier andauernd nur am Verrecken bin, ey? Genau das, selbst die Musik, die ich zwischendurch mal laufen habe, wird zwar getankt, aber bisher gab es keine Probleme damit, zum Glück. Ja, zum Glück noch, ne? Twitch hat ja zum 1.9. neue Richtlinie für Musik eingeführt, ne? Es ist halt immer so ein heißes Spiel mit Musik auf Twitch, ne?
Entweder sie wird getaggt oder sie wird nicht getaggt. Windblade. Ey. Ja, ich schalte meine Videos ja auch hoch auf YouTube. Da muss ich schon das eine oder andere rausschneiden lassen, aber selbst war es nur semi gesperrt. Hm. Let's take a moment to rest and plan our next move. Warum ist hier eine Kamera, wenn ich... Oh, okay. Moment. Irgendwas fehlt mir hier noch. Den da oben kann ich aber, glaube ich, nicht einsacken. Das heißt, irgendwo fehlt mir ein Energiespeicher. Den ich mitnehmen kann. Ah, okay. Found it. I suppose this will do. So, easy weggelootet. Weil angeblich haben sie ja jetzt einen Weg gefunden, wie sie live, also das, was du quasi, wie sie monitoren können, ob du Copyright-geschützte Musik on Stream verwendest, wie sie das herausfinden können. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Mich würde zwar interessieren, ob es funktioniert. Weil so wie ich Twitch kenne, könnte es auch einfach nur ein Bluff gewesen sein, um zu sagen, Weil die haben ja eigentlich auch keinen Bock auf Streit mit den Rechteverwertern und so was. Also ich hatte am letzten Stream Musik von YouTuber einfach gehabt, die wurde getrackt, aber gab kein Problem. Ja gut, es gibt ja in den seltensten Problemen irgendwie Probleme mit dem, dass du halt wirklich aktiv verwarnt wirst.
Ich glaube, Twitch tut dich ja auch nur aktiv verwarnen mit Urheberrechtsverstößen, wenn du es wirklich zu sehr auf die Spitze treibst. Also ich meine, wenn da mal ein Stream dabei ist, wo quasi das VOD an einigen Stellen stumm geschaltet wird, weil du Musik verwendet hast, die nicht hätte drin sein dürfen, dann ist das ja wohl das kleinste Problem. Job, also selbst meine Pausenmusik wird teils getaggt, wird teil getaggt und teil nicht, weil KI das dann macht. Die Sache ist, die haben halt genauso wahrscheinlich wie YouTube ihr Content-ID-System und sobald das irgendwie über ihre Musikerkennung durchläuft und das erkannt wird, dann wird das halt stumm geschaltet, der Teil vom VOD. Witz daran ist, es wurde sogar falsch erkannt und nach 3 bis 4 Tagen war die Erkennung auch wieder raus und ich hatte keine Meldung dazu. Wow. Da fällt mir ein, ich müsste mal gucken. Gucken wir doch mal kurz ins Creator-Dashboard bei mir. Und zwar war Twitch so frei und hat in meinem Stream zu Once Human die Musik stumm geschaltet, die man gehört hat, weil Once Human sich gedacht hat, komm, wir nehmen den Streamer-Modus, den ich extra wieder reingemacht habe, wieder raus. Es ist tatsächlich weniger geworden. Ich glaube, da war vorher haben sie 4-mal gemutet. Jetzt ist nur noch 2-mal drin. Cool. KI taggt, Mensch schaut drüber und korrigiert. Ja, das ist das Schlimme, ne?
Every course of action has its risks. Be Oh. careful. Hm. Weiter? Weißt du noch den Stream da, den einen, wo wir wie Long Drive gespielt haben? Ganz eventuell habe ich entgegen dem, was ich gesagt habe, das VOD doch öffentlich gestellt. Aber ich habe dafür noch keine Probleme gekriegt. Ja. So, was jetzt Phase? Wo müssen wir jetzt hin? Ist das jetzt auf dem Boden oder ist das jetzt oben? Es ist also oben. Okay. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass es auch so bleibt, dass es keine Probleme gibt. Aber auch sollte es auch Probleme damit geben. VOD wird nur 7 Tage gesaved, wenn du kein Twitch Prime nutzt oder Twitch Turbo. Weil wenn du Twitch Twitch Prime oder Twitch Turbo nutzt, dann hast du was waren's? 21? Entweder das waren 2 Wochen oder 3 Wochen, wo es gespeichert wird. Es war auf jeden Fall länger. Das kann man doch googeln. Also meine ich zumindest, irgendwas war da, aber ich bin mir nicht sicher.
Aber ich habe mir auch überlegt, ob ich meine VODs auf YouTube hochladen sollte. Allerdings müsste ich die dann müsste ich die parallel aufnehmen zum Stream. Weil mit der jetzigen Einstellung für meinen Stream wäre halt die Musik nicht drin, wenn ich das VOD runterlade und dann auf YouTube hochlade. Alle anderen Turbo-Partner Primes. Ach, 60 Tage sogar. Ja, noch schlimmer. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Über mich. Da wird mich da doch bestimmt mein Weg hinführen, oder? In die nächste schwerelose Wassermasse. Und da gibt's was zum Looten. Sag ich doch. Du bist sehr nah am Rand der Wassermasse. Ja gut, damit kann ich leben, am Rand zu sein. Ey! Auf mich zu schubsen. Wenn einer schubst, dann nicht. Ja, das ist der Grund, wieso ich die auf YouTube hochlade. Schneide da aber nicht viel rum. Teils lasse ich die VODs einfach exportieren und schaue dann, was YouTube sagt und passe es dann an. Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Wenn es nicht faktisch bei mir der Fall wäre, dass ich gelegentlich über die 12 Stunden komme mit meinen Streams und YouTube sich dann denkt, wegen 12 Stunden und wegen 12,5 Stunden die wir bitte beim Zurechtteilen der VODs bei über 12 Stunden immer 12 Stunden und 1 Sekunde zu erstellen und dadurch die Scheiße dann wieder nicht perfekt wirksam wird. Habe nämlich einmal versucht, einen 14-Stunden-Stream zu einen 14-Stunden-Stream auf YouTube zu exportieren. Der hat dann einmal 12 Stunden und 1 Sekunde draus gemacht. Weshalb der VOD-Upload vom ersten Teil gescheitert ist. Und dann hatte ich halt mein bescheidenes Glück und durfte... Hab's dann nicht weiter probiert, ehrlich gesagt, weil das war mir dann doch ein bisschen sehr viel zu blöd. Weil Twitch tut das ja in Teilen. Allerdings auch nicht so richtig. Oder anders gesagt, das teilt in die zwei falschen Teile.
Weil solange du auf YouTube ja keinen Status hast, ist das ja auch kannst ja auch nur Videos bis zu 12 Stunden hochladen. Du kleiner Scheiß-Slime, ey. Frage, brauchst du die Twitch-Drops? Ich hab die Twitch-Drops schon, weil ich damit, weil ich mein Hoyoverse-Konto schon mit Twitch verbunden habe. Also kannst du sie faktisch, also du musst dein Konto damit verbinden, du kriegst halt leider keinen Code zu Genshin oder so was. Hier ist irgendwo ein Okuli, das habe ich gesehen. Da ist es, 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 da ist es. Ah, okay, cool. Nein! Und neuer Versuch. Ich will den Okuli haben. Ich sehe das Ziel vor mir. Ich will es haben. Also werde ich es auch schaffen. Glaube ich zumindest. Denke ich. Broccoli collected. Achso, ich sollte mir eventuell festhalten, an welcher Stelle ich das Ding eingesackt habe. Dann installiere ich das, hol die draus und lösche es wieder. Hm. Wenn ich das jetzt betrete, wo lande ich denn dann? Wow. Prepare to be blown away! Lay waste to the wicked! We'll need more where that came from. Grüße an die Stimme im Background. Ja, das war meine Schwester, die wieder gemeint hat, irgendwas abräumen zu müssen. Und die zweite Stimme, das war dann das andere Familienmitglied. Und da liegt da noch Loot rum.
Loot, 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 Loot. Ich wollte schon nochmal anmerken, und das ist ganz wichtig, ich bin kein Loot-Goblin, ja? Every course of action has its risks. Be careful. Wow, sieht das schon wieder nach einem Bosskampf aus? Das schmeckt mir einfach mein Pause ab. Tja. Das ist der Schmerz der Neuzeit. Der Browser, der abschmiert. Jetzt sind wir Twitch. Also bei mir tickt alles fein. Besiege alle außer Kontrolle geratenen Garmeshers. Oh. Ja, Twitch im Browser hat bei mir gerade Probleme. Nee. Ich du schon wieder mit deiner Drecks. Flames, purge! Also nicht verrosten, so wie es jede mechanische Figur macht, sobald sie irgendwie mal wasserhaltige Luft hat. Da lädt kein Stream mehr. Muss einen anderen Browser verwenden. Oder mal gucken, ob dein Browser ein Update hat. Weil das ist beim Opera GX ist das auf jeden Fall so, dass du gelegentlich Probleme damit hast, wenn der Browser Update hat, dass du dann irgendwie ewig lang am Puffern bist.
Na, scheint gerade ein Twitch-Problem zu sein, ob Opera oder Chrome beide lädt. Hm. Über Handy läuft Twitch halt noch, also keine Ahnung. Ja gut, aber über Handy benutzt du wahrscheinlich die Twitch-App, ne? Also die werden wahrscheinlich wieder was anderes benutzen zum Abspielen. Werden sie wahrscheinlich ihr eigenes Framework nutzen als irgendwas anderes. Hier ist ein Okuli. Wow. Da oben. Echt jetzt? Warte. Da komme ich bestimmt dran. Oh, hier ist eine Kiste. Loot, 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 loot. We'll need more where that came from. Da. Okay, die Scheißteile ersaufen also doch, wenn sie das Wasser berühren. Cool. Good to know. Das heißt, ich muss die Scheißfische einfach nur ordentlich ins Wasser locken und dann ist wieder gut. Sehen wir gleich eine zweite Explosion? Bitte, 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 ja. Ich will das unbedingt sehen. Also ich meine, selbst wenn wir jetzt diesen Weltauftrag hier abgeschlossen haben, die Welt bleibt da so kaputt. Was an sich eigentlich schade ist, dass sie das dann nicht
entsprechendes, wie du es über die Weltquests erstellst, die Karte so anpassen. Aber naja, ne? Als ob ich es gecallt hätte, dass es noch eine zweite Explosion gibt. Ich hab's gecallt, dass es normal zu einer Explosion kommt. Oh wow. Als wenn ich in etwas gut bin, dann darin, Sachen zu callen.
Ich muss sagen, aber die Explosion, die sah schon ziemlich gut aus, ne? Achso, Moment, da oben gibt es ja einen einen Teleportpunkt. Den habe ich ja gesagt. Flames, purge! Windblade! Lay waste to the wicked! Erst wo das Ding ja explodiert ist. Wo ist der Hydro-Okuli, der hier sein sollte? Immer noch da oben. Komme ich jetzt da wenigstens sinnvoll dahin, ist die Frage. Ich glaub's ja fast nicht. Nope, so nicht.
Ja, natürlich willst du jetzt einen Flachkörper ins Wasser machen, du Vogel. Dann halt nett. Ist auch okay. Achso, das ist über mir im Wasser, okay. Achso, das ist immer in Wassermassen. Okay, das heißt, ich muss sowieso von da oben überall hin. Alrighty. I understand. Was wird denn das jetzt für ein Spaß hier? Fug! Und nochmal von neu. Wie haben sie es eigentlich geschafft, schwerenloses Wasser in der Luft nicht schwerelos zu machen, aber zeitgleich so, dass es trotzdem noch da stehen bleibt, wie es stehen bleibt? Jetzt im Ernst? Was haben wir hier? Mutierte, gefallene Gewässer. Aha. Ach so, jetzt habe ich das Ding gebergt und dadurch ist es wieder dekontaminiert. Ja, klar, macht Sinn. Ja, ne? Macht ja alles
perfekt Sinn. Aber immerhin haben sie es ja diesmal nur geschafft, aus hartem Wasser, aus weichem, schwimmendem Wasser, hartes schwimmendes Wasser zu machen. Cool, jetzt gibt's hier auch noch. Oh. Hä? Ach so, ja klar. Wie aufwendig willst du die Rätsel noch gestalten? Klar. Und jetzt? Das Spiel kann einem auch ruhig sagen, dass es einen hasst, oder? Immer noch nicht. Oder war das jetzt die Stelle, wo ich hätte eintauchen müssen, um den Spaß hier perfekt zu machen? Okay, das schaffe ich von keinen von den beiden Positionen aus. Oh. Ich wusste doch, da eine Slime wird respawn, den ich da runtergeschleudert habe. Dachte schon irgendwie, dass er nicht so lange fällt, dass er verreckt.
Auf dich hochzuhalten, das gehört sich nicht. Sag mal, was soll denn der Spaß hier? Warum muss ich denn jetzt hier noch gegen Monsters kämpfen? Flames, purge! Hallo, hör auf zu hypen. Nur ich darf hier rumhypen. Du mit deiner Aquaknarre für Arme. Let the show be. Let the show begin. Hä? So, Rechnungen sind mal wieder alle bezahlt. Rechnungen. Ja, super. Sag mal, bin ich zu blöd, um zu verstehen, was ich da unten tun muss? Na, halt, stopp. Ich verstehe es nicht. Wo liegt das Scheißteil rum, was ich hier einsacken soll? Echt jetzt, die verrecken alle auf einmal?
Wieso habe ich das Scheißteil jetzt nicht gesehen? No, Manometer. Warum muss ich mir eigentlich als letzten Auftrag immer solche Weltenaufträge aussuchen? Die brauchen immer so ewig lang. Sag mal, willst du mich jetzt trollen hier oder was, Spiel? Was soll denn das jetzt für ein Spaß? Everything's ready. Let's go. Na, finally. Musste ich mir jetzt erst die Map hier zusammen beschießen oder was? Ja, scheinbar echt. Das Spiel will mich doch schon wieder treuen, ey. Einfach nur am Treuen, der kleine Scheißkerl. Als ob ich es gewusst hätte, dass das so ein Bosskampf wird. Bitte sag mal. Nein! Ah.
Lay waste to the wicked! Oh, ouch. Nee, als ob du jetzt verreckt bist, du elendiger Nichtsnutz, du. Ach, leck mich doch am Arsch, du Drecksmistspiel, ey. Du stinkst dann noch härter als das, was anscheinend auf der Toilette verursacht. Es muss ich immer noch 100 Sekunden nur. The show begins. Oh, finally. Er ist da runtergefahren. Ich würde das sagen kaputt nennen.
Cool, ich glaube, die Quest scheint fürs erste Richtung Ende zu gehen. Willst du verdammt maledeites Spiel mir jetzt endlich mal erklären, wie ich an den fucking Hydrokuli hier rankommen soll? Mann. Reiterli, bist du noch da? Jetzt hab ich die Option, die Wahrheit zu sagen oder es mit Raimondo zusammenzuarbeiten. Macht es einen Unterschied, was passiert? Na, das weiß jetzt natürlich keiner von euch, ne?
Na, da ist der Dialogsverlauf. Das kommen wir da doch einfach mal ganz runter. I see. Dann wollen wir dem Ganzen doch mal ne?
Wow. Das war die Quest. Ja, das war jetzt die Weltquest. Hier sind achso, hier könnte ich noch Legendenaufträge machen, bevor ich denn da weitermache. Den hatte ich irgendwann mal im Rahmen eines Events, was in Fontaine stattgefunden hatte, angefangen und dann pausiert, damit ich das Event weiterspielen kann.
Jetzt die Frage, ist Ryder noch da oder nicht? Ryderli. Das gab übrigens ein Achievement. Ich glaube, Ryder ist nicht mehr da. Schade. Schade, schade. Weil ich jetzt tatsächlich einfach Lust drauf habe. Jetzt ist das jetzt der Ernst? Warum kann ich das eine Mal wirklich mit Windows-Taste aus dem Spiel raustappen und das andere Mal nicht? Was ist das denn für ein Witz, ey? Wer programmiert so einen Rotz? Ich bin wieder da, musst du sehr dringend auf die Toilette. Eine halbe Stunde. Warum? Was ist du trinkt, Herr Reiter? Ui. Kann ich nachvollziehen, dass du dann, ne? So, Reiter, ich würde jetzt noch bis 20 Uhr würde ich noch ein bisschen A-Test spielen. Hast du Lust? Hab 20 Kilo abgenommen. Ah, ist schön. Ja, gerne. Okay. Falscher Discord. Hello? Hello? Ling. Wenn in 2 Minuten bereit. Ja. Ah. Immer mit der Ruhe, Reiterli. Immer mit der Ruhe. Ich hatte da gerade was in der Liste gesehen, was irgendwie mein Interesse gezogen hatte. Ich will jetzt noch mal kurz. Dr. Nico, Europe Server. Ah ja, okay.
Also es gibt selbst im Convoy-Modus jetzt, da wo es Dedicated Server gibt, haben sie es schon geschafft, dass es Leute gibt, die Server hosten. Und die Chinesen sind scheinbar auch dabei. Cool. Warum genau gibt es da einen, der 30 bayerische Server hostet? Also ich meine, Bayern, ja, ne? Wenn er 2 Minuten bereit, ja, gar kein Problem, Ryder. Ich schau, das kommt hin, glaube ich, oder? 1200 Kilometer in der Stunde, wenn wir nicht komplett scheiße fahren. Oder wir fahren einfach 61 Tonnen. Da durch die Balkanländer. So eine Lokomotive. Lokomotive! Reiderle. Hi. Oder von Spanien nach Portugal mit der Lokomotive? Mhm. Ja, 2,7 Kilometer, das schaffen wir jetzt nicht in der Stunde. Nicht? Nee. Wenn ich mir Der jetzt. Fisch ist schon wieder so riesig. Da war du auch der Einzige bist zum Voice Channel. Ich wusste die Bilder ja, also der Einzige, der nicht ein eigenes Bild hat, ne? Ja. Musste ja jedes Mal wieder anpassen. Ah. Von der Größe her. Aha, aha, aha. Wann legst du dir eigentlich mal ein anderes Bild dazu? Wenn ich 2 Millionen Follower habe. Mhm. Das wird auch noch gierig, der Neuling hier. Also ist die Antwort niemals. So, komm dann von Bulgarien nach Albanien. Jetzt müssen wir eine Schnellreise machen, ne? Schnellreise. Verdammt, ich habe da keine Werkstatt. Bin ich schon auf einer Werkstatt? Ja, bin ich. Scheiße, hat er jetzt mal Drecks Fahrwerk ersetzt? Oh, nee. Ich wollte auch gucken, was passiert, wenn das Fahrwerk für ein Arsch ist. Jetzt will ich das verarschen. Ich muss den komplett neu bauen. Er ist doch gar nicht mal so beschädigt. Dem geht's doch voll gut. 15% Reifen, 10% Motor. Ja, dann halt da so. Wenn es nach Erwartungsempfehlung geht, würde da jetzt gar nichts mehr passieren. Aber für die Schnellreise ist das wieder nicht gut genug, Mama. Bin ich angesäuert? Na. Ich habe zu viele LKWs. Er hat zu viele LKWs. Wir starten mal YouTube Music. Weißt du was? Ich probiere es jetzt aus. Vielleicht nicht ganz oben. Da. So.
Muss immer noch 185 Kilometer fahren. Ich hoffe, das reicht, um den Auftrag noch anzunehmen. Mhm, mhm, mhm. Du Saftsack, du! Die Saftsack, wenn ich bitten darf. Ich nehme mal den kleinen hier. Na, wie war dein Wochenende bis jetzt? Kurz und schmerzhaft. Warum schmerzhaft? Weil ich wirklich jedes einzelne Mal mit ekelhaften Rückenschmerzen aufgewacht bin. Dann brauchst du eine neue Matratze. Ja, sag an. Sagst du mir auch, wo ich die Kohle hernehmen soll für eine neue Matratze? Banküberfall? Habe ich auch schon überlegt, aber dann lande ich mit ziemlicher Sicherheit im Knast und naja. Ich will dann doch noch nicht ganz so gebrandmarkt sein fürs Leben. Es gibt ja ein Scania-Paket und ein Volvo-Paket. Gibt es auch ein MAN-Paket? Was meinst du? Für der Volvo hat ja so ein spezielles DLC, wo man kaufen kann. Also du meinst diese Tuning-Packs oder was? Ja, exakt. Gute Frage. Ich weiß, dass es eins für den Actros gibt, also für den Mercedes. Hm. Ich glaube, für MAN haben sie tatsächlich noch keins gemacht, aber ich glaube, MAN hat sowas auch nicht. Also so überkrasse Sonderausstattung.
Wo würde ich jetzt abgeschleppt werden hin? Nach Buren. Bringt mir nix. Achso, Moment. Mittwoch, 19:21 Uhr läuft der Auftrag ab. Na gut, da habe ich ja noch eigentlich ein bisschen Zeit, ne? Mhm. Willst du mir sagen, dass Blumen da die einzige Stadt ist mit der Werkstatt? Okay, das heißt, ich darf jetzt nicht meinen LKW komplett fetzen. Wartest du eigentlich schon in Bulgarien? An der Werkstatt? Nein, noch nicht. Du kannst dich ja hin teleportieren und dann, sobald du den Auftrag angenommen hast, dich dahin abschleppen lassen. Weil dann hast du ja den Auflieger auch dran. So betrügen tue ich nicht. Da muss halt auch die 100 Kilometer fahren, ne? Aha. Nach wo ist es? Wie heißt das Kraft, wo ich jetzt hinfahre, warte? Karlovo. In Bulgarien. Bremsen! Okay, ich weiß, glaube ich, was mittlerweile passiert, wenn die Reifen für den Arsch sind. Was jetzt dein Ernst? Eine Betonbusch wie ein Armer oder was? Also ich kann nur sagen, dass ich mich danach definitiv abschleppen lassen muss, weil ich glaube, das hält mein LKW nicht aus, bis da noch irgendwie ewig viel Schrecke zurückzulegen. Na, merke, du neigst dazu, recht schnell auszubrechen, wenn du bremst und deine Reifen nicht mehr geil sind. Mhm.
Bin 60 Kilometer beim Auftrag. Wie schnell hast denn du das geschafft, da die Strecken Ja, zurückzulegen? weiter unten hat es eine Dings, was du kaufen kannst. Na, du hast die Werkstatt gekauft und bist dann die Exakt, Garage Schnellreise. und hast dann über Schnellreise dahin gegurkt. Jo. Hab mir dann eine kleinere Werkstatt gekauft, der Garage gekauft und komm jetzt. Okay, die Bremsen quietschen sogar, wenn du dann bremst. Und Ja. deine Reifen nicht mehr geil sind. Warum sind hier Ortschaften ohne Garage? Jetzt für Werkstatt. Keine Ahnung. 20 Kilometer. Na! Derry, Reiter. ich liege auf der Seite. Cool. Also schleppst du dich ab, oder was? Jupp. Wo landest du? Keine Ahnung. Theoretisch müsstest du in Plüwen landen. Jo. Aber jetzt hast du einen Auflieger dran gehangen, oder? Jupp. Da lassen wir mich auch dahin abschleppen. Hab zuerst den Auftrag angenommen. Und dann habe ich mich abschleppen lassen. Naja. Ist ja jetzt auch nichts Schlechtes dran, ne? Wow. Ah, da ist dein Popo. Du, ich hab nicht den schnellsten LKW. Was hast du denn genommen? Immerhin. Jo. Also brauchst du eine besondere Challenge oder was? Ne, ich hatte einfach mal Lust auf ein MAN. Hm. Da wir in unserer Firma auch extrem viele hatten, ich selber mal ein paar Meter mit einem fahren durfte, fühle ich mich fast heimisch da drin. Ah ja. Aber ich habe ihn falsch. Ja, sprich, anders konfigurieren müssen. Mehr auf Schwerlast, mehr Achsen. Ne, eine Achse weniger und weniger Leistung. Dann wäre es unser Schwertransporter gewesen, den wir mal hatten. Hm. Und der schwer, der für die engen Dinge. Oh, wie sagt man in unserer... Okay.
Die Unwucht, die habe ich gespürt, die ich jetzt ausgelöst hatte. Nein! Berührt! Komm, andocken und ein Gas geben. Komm schon, Volvo, du schaffst das. Ja, da willst du mich jetzt verarschen, als ob du den nicht weggeschoben kriegst. Ja, da ist aber 61 Tonnen Fracht hinten dran. Ja, langsam aber sicher mit Differentialsperre geht schon. Ein Hoch auf die Diff. Du kannst dich gerade nicht abbiegen. Achtung! Ja. Ach ja. Matt, wie war dein Wochenende so? Ja. Anstrengend, Schockmoment und ja. Schockmoment. Aha. Hm. Mein großer Bruder musste ins Krankenhaus. Oh. Seine Hauptarterie ist, ja, gerissen. Ja, wie heißt die Scheiße? Die direkt vom Herzen weggeht. Oh, ja, okay. Nicht geil. Nein, hatte extremes Glück. Da hätte er ja, da hätte er ja innerlich verbluten können. Ja, exakt. Also ich hoffe, es geht ihm gut, ne? Keine Ahnung, er ist jetzt 2 Tage im Koma. Weil, ja, 10 Stunden Operation. Oh ja, okay. Künstliche Herzklappe musste er eingesetzt bekommen. Weil der Riss von der Arterie ging bis da. Ja. Und die hatte ja noch die Nichte bei mir, Mhm. als wir das erfahren haben. Na toll. Ja. Dann heute besuchen gehen. Kein schöner Anblick. Sie konnte die Wunde noch nicht schließen, da sie noch zu jeder Zeit dran müssen. Na. Kenn ich. Aber wie dies wurde dies. Der Anblick, der ist nicht geil. Nee. Also ich meine, ich kann jetzt nicht von einer Wunde am Herzen quasi reden, aber von was Ähnlichem. Und sagen wir es mal so, der Anblick, der ist echt nicht geil. Oh ja. Ja, dann muss ich noch mit meinem Schwesterherz schauen, was läuft, wie läuft. Mit meiner Schwägerin. Mit dem kleinen Kind. Der Klein. 13. Der ist doch noch klein. Ja. Das ist ein so wunderschön pubertierendes Kind. Oh ja, schrecklich. Aber ja. Die sind immer so angenehm, ne? Oh ja, wenn sie lieb sind, ja. Aber ja. Naja, da hat's ja ein aufregendes Wochenende gehabt. Oh ja. Morgen geht's wieder auf die Baustelle.
wieder schön beengend. Wenn ich da jetzt auch einen Unfall baue, ist mein Vater, mein Bruder und ich im Krankenhaus. Toll. Und ich hatte 6 im Lotto ganz. Ja, das definitiv. Ich würde ja sagen, mach dir keine Gedanken, es wird schon alles gut gehen, aber das ist noch kritischer als das, was ich miterleben musste. Wie gesagt, Zustand extrem kritisch, weil ja, Organe haben dann auch schlecht Blut bekommen, hat alles einen Schaden genommen. Ja, und jetzt mal schauen. Wenn er die Woche übersteht, ist gut. Aber er ist heute im Nehmen. Es haben gesagt, sei kritisch, aber sieht gut aus. Mhm. Gibst du davon ein Knallgas? Ich drücke durch, gerade. Das ist schlecht. Ich schaffe ja mit dem MAN, dir hinterher zu kommen. Ja, ich muss in den Kurven, muss ich immer mal wieder so ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Weil er ausbricht? Ja gut, meine Reifen sind nicht die besten, ne? Stimmt auch schon, die ab. Ja, jetzt halt durch den Unfall alles 1%. Welchen Unfall bist du mit drauf gefahren oder bin ich dir drauf gefahren beim Rückwärtsfahren? Nee, als ich mich gelegt habe. Der normale Schaden. Na, okay. Ich überhole. Nicht mehr, hier vorne ist Dead End. Wow. Ach du Sack! Ich hab Alter. gesagt, ich überhole. Ja, weil der Drecksbus vor mir keine 90 fährt. Ich weiß. Dann gab es Möglichkeit A, du bremst, Möglichkeit B, du räumst mich weg. Ja. Und ich habe mich für Möglichkeit A entschieden, damit ich dich nicht abräume. Sehr nett. Ja, ne? Ich hätte Möglichkeit B genommen. Ja, das glaube ich schon gern. Ach ja. Muss mir noch was zu essen machen. Na und, was gibt's Schönes? Eine Milchschnitte. Hm. Sehr nährreich. Und vielleicht noch ein Stück Käse. Alter, was ziehst du mir da vorne weg, ey? Und die war 100. Was? Ey, ich bin doch nicht mal bei 90 wieder. Okay, hab das Gas gelupft. Er hat genügend Zeit mit seinen Swiss Emote rum zu spammen. Hey, da kam eine gerade Strecke, bin rausgetappt und hab gehypt. Hm. Jetzt gebe ich wieder Gas. Ich sehe dort hinten Blinklichter. Was fährst du gerade? Geschwindigkeit Ja. 88. Oh, wow. 90. Boah, hast du eine Beschleunigung drauf, damit am MAN,
95. Hier geht's auch runter. Ja, ich muss nur das weiße Auto überholen in der Zeit. Das sah alle nicht so aus, als ob das gleiche Rausziehmanöver startet. Das sah schon kritisch aus. Naja, im Real Life mit 100 Sachen, mit einer Lok hinten drauf, ich glaube, die Reifen würden platzen. Glaube ich nicht. Aber du müsstest auf jeden Fall mal hart runterbremsen, bevor du in die Kurve gehst. Weil das reißt sich auf jeden Fall um. Du musst dann das Gewicht auch bremsen können. Ja, Auflieger ist auch gebremst, aber... Ja, deswegen sage ich ja hart bremsen. Und vor allem lange vorher bremsen. Trotz was, sie haben ja mal die Bremstests gemacht in Schweden mit den Longliner mit 80 Tonnen und mit den normalen Bremsen haben die anderen genau gleich. Und die kommen ja auf das gleiche Gewicht wie wir jetzt gerade. Oder ähnlich. Der Militärradpanzer hat am schlechtesten abgeschnitten. Ich hol wieder auf. Oh oh. Oh oh, Kurve. Langsam lenken, nicht zu viel. Okay. Und da vorne kommt das nächste Ding. Oh ne, da vorne ist ja eine Abfahrt mit... Oh Gott, eine Kreiselabfahrt. Mhm. Also ich sag so wie es ist, ich bremse, ne? Okay. Ich bremse hinter dir. Ach, das hätte locker gereicht. Und dann malen sie sich beide. Ja. Hätte locker gereicht, weißt du? Dann haut's erst mich um und dann nicht. Mhm. Gehen wir von irgendwo her? Ah, das war schön. Wunderschön. Es gibt aber leider keinen Clip davon. Und das VOD existiert auch nicht mehr. Das war doch zu der Zeit, wo ich die noch nicht zu Highlights umfunktioniert habe. Ah, ja. Ja, wenn sich meine Streams unter 12 Stunden halten, kann ich halt die Ding automatisch zu YouTube exportieren lassen, theoretisch. YouTube? Ja, da könnte ich sie auf YouTube hochladen. Sobald es aber über 12 Stunden gehen, werden sie zwar automatisch in 2 Teile geteilt. Allerdings ist der erste Teil dann 12 Stunden und 1 Sekunde lang, weshalb er von YouTube nicht verarbeitet werden kann. Weil da die Maximalgrenze für Nichtpartner bei 12 Stunden liegt. Belastend. Ja. Also es ist wirklich... Da vorne kommt der Grenzübergang, ne? Jo. Oh, da steht ein Bus auf der Strecke. Habe ich gesehen. Ich klebe an deinem Popo. Oh. Scheiße. Ich hänge fucking am Röntgengerät fest. Ist der hier? Ich stehe hier. Ich kann nicht zurück, ich habe einen Bus hinter mir. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich habe vergessen, dass die erste Achse vom Auflieger immer mitgelenkt wird.
wenn du jetzt einen 4-Achse LKW hast, bräuchtest du die vordere Achse vom Auflieger nicht. Ist ja eng hier. Du hängst gleich. Ich häng schon wieder. Das Schlimme ist, dass ich eigentlich nicht noch weiter nach links komme. Alter, ich komme da nicht bei. Ich muss den Auflieger so weit wie möglich da jetzt ins Eck drücken. Halt, 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 halt. Du hättest auch direkt die erste Ding nehmen sollen. Nee, konnte ich ja nicht. Ich bin ja nicht rumgekommen. Also wirklich nicht. Ah, stimmt ja. Ich bin nicht rumgekommen da. Ich weiß es auch. Also selbst wenn ich noch die eine extra Achse gehabt hätte, weißt du, ich wäre nicht rumgekommen. Also ich wüsste nicht, wie ich da hätte rumkommen sollen. Sagen wir es mal so rum. Ah, Mist. Hängst du an derselben Stelle wie ich? Ne, aber ich häng am Häuschen mit der Ecke vom Auflieger. Okay, die andere Richtung also. Sieht doch gut aus. Der hier durch mit dem ganz langen. Oh. Das kannst du vergessen. Wie willst du mit dem ganz lang da rumkommen? Und ich geh mal auf die Map und schau mal, wo wir da sind. Okay, das ist da. Also ich würde jetzt mal ganz krass behaupten, dass du da, egal wie du es machst, da müsstest du einen haben, der an multiplen Punkten quasi eine Lenkung drin hat. Jetzt wie so ein Knickgelenk, dass du dich quasi in einzelnen Gliedern da rumdrücken kannst. Ich werde es probieren. Du hast gesagt, du machst die sofort? Na, bis 8 Uhr. War eigentlich der Plan, aber ich mache jetzt die Fahrt auf jeden Fall zu Ende. Papiere werden überprüft. Nein, falsche Taste! War nicht die Enter-Taste? Nee, ich spiele ja mit Controller. Ah, Mit dem nächsten Update wird das übrigens besser, die Steuerung. Die Steuerungsbelegung haben sie jetzt angekündigt. Du kannst auf einem Controller oder auch auf einem Lenkrad kannst du mehrere Tasten jetzt mit Ding belegen. mit dem gleichen Befehl? Du kannst halt dieselbe Taste mit mehreren Befehlen belegen. Zum Beispiel, So, ja. wenn du sagst, okay, auf dem Controller hast du ja links das Kreuz, das Steuerkreuz. Ja. Da kannst du zum Beispiel sagen, okay, ich drücke einmal links, das ist Blinker links. Und dann drückst du noch, und dann kannst du links gedrückt halten und das ist eine zweite Funktion zum Beispiel. Fürs Enter. Das Zum Beispiel, also du könntest halt sagen, okay, ich drücke die Taste einmal kurz. Funktion 1, ich drücke sie lang, Funktion 2. Hier geht's bergauf. Die braucht einen Schwung. Und tatsächlich war das jetzt gar nicht mal so schwer, hier den Schwung zu kriegen. Nein, nein, nein! Fuck! Du, Steri!
Scheiße! Sie liegen auf der Seite. Scheiße! Leck mir am Arsch. Hallo dir. Na? Öfters hier? Ja. Scam, du bist voll geglitscht. Sehr weit sogar. Muss Gas geben. Oh lol. Ich habe einfach 2 Mautstationen geskippt. Was, da kommen noch 2? Ja, das sind noch 2 Mautstationen auf der Strecke. Hm. Das Schlimme ist, dass beim Fahrzeug gefühlt nichts passiert ist. Und mein neu eingebautes Getriebe, das hat nicht mal Schaden gekriegt. Wo ist die fucking Ausfahrt von dem Ding? Da? Ja. Hast die falsche Ausfahrt genommen. Wie, du hast die falsche Ausfahrt genommen. Fast die falsche. Hm. So, laut Minimap zieht die Kurve hier extrem rein. Also bremsen. Und wann kommt die Funktion beim Schwerlastauflieger, dass du die Achsen selber lenken kannst? So wie in echt? Keine Ahnung. Das wäre nice. Ist da eine Schranke? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Nein. Ja. Da war eine Schranke. Tja. Hm. Jo. 5% Schaden. Und Ja, 1% gut, auf passiert, Aufliegen. ne? Aber jetzt wieder beschleunigen. Gib Gas. Ich warte hier auf dich. Das ist nett. Ja, ne? Hm. Aber ich muss kurz auf die Seite. Ich wurde angeschrieben. Der ist angeschrieben worden. Ein Eisdrache. Hm. Der Eisdrache hat wahrscheinlich gesehen, dass du ETS spielst, ne? Nö. Er wollte nur angeben mit World of Tanks. Also. Na gut, aber was anderes tut er erinnert. Angeben oder World of Tanks? Beides. Hm. Der ist doch so. Ja. For Honor spielt auch. Das auch. Nicht schlecht. Hm. Ich habe wegen ihm einen Controller zerstört. Und eine Delle im Schreibtisch. Musste meinen Schreibtisch wenden. Lach nicht so. Entschuldigung, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass du so wütend wirst, dass du wirklich was kaputt machst. Stell dir vor, in dem Moment wurde ich... Na toll. Hier nicht mal eine Einfahrt.
Bist du die falsche Ding? Natürlich, was denn sonst? Ach, Reiter. Aber da ich nicht so übel rückwärts fahren kann. Jetzt hier noch ist die Enter-Dings-Box. Ja, wenn man das Signal anschaut, weiß man's. Wenn man einen Führerschein hat, kennt man das Schild. Wow, Maut. 3 Euro. Geh jetzt auf, du blödes. Ich komme. Sie können anfangen zu beschleunigen. Feststellbremse lösen. Oh ja, da hinten kommt er schon bis am MAN und der Lokomotive. Shoot, Motherfucker. Shoot, Motherfucker. Ich mag Züge. Der perfekte Auftrag. Er ist abgebogen. Hinter ihm fährt noch ein anderer LKW. Mal schauen, ob er sich bei der Kurve gleich mault. Nee, ich habe nicht die Geschwindigkeit drauf, um mich dabei zu maulen. Nicht? Nee, das ist eine 80er-Kurve. Da müsste ich dann locker mit, keine Ahnung, 100 in die Kurve gehen, dass ich mich dabei maule. Oder du machst eine schnelle Lenkbewegung. Aber gut, das, ja, schon. Ach ja. Na, freust du dich auf Montag? Ja. Hm. Absolut. Kannst wieder ein paar Kabel verlegen gehen. Mhm. Ich habe gerade absolut gar keinen Bock auf Arbeit. Nicht? Also so wirklich gar nicht. Wenn es bei mir ginge, würde ich einfach den ganzen Tag in der Bude hocken bleiben und mit keinem reden müssen. Aber dann hast du den falschen Job. Nee, den habe ich so oder so, wenn es demnach geht. Weil ob ich in einem Büro hocke vor einem PC und mit meinen Arbeitskollegen quatschen muss. Oder ob ich auf der Baustelle stehe und ein Kabel ziehe und mit meinen Kollegen quatschen muss. Macht dann keinen Unterschied, oder? Baggerfahrer. Müssen sie zu dir kommen und quatschen. Oder von der Mautstation. Ich sollte schon mal bremsen. Meinst du? Ich sehe noch nichts auf der Minimap. Ah, jetzt ist sie aufgeploppt. Die ganz rechts ist Scam. Ja, und ganz links ist die 30er-Ding. Jo. Beschleunigung wie ein Panzer. Aber wenn ein Panzer auf Tour ist, ist auch nicht so scheiße unterwegs. Aber muss man erstmal auf Tour kommen. Mhm. Und wenn es bergauf geht, so mit 60 Tonnen, nicht schlecht. Ja, ne? Sobald das Gebläse angeht, fährst du nach 25. Ein Mechaniker von uns war im Militär Panzermechaniker. Hm. Als sie die Panzer verschoben haben, ja, ging er halt mit einem Panzer mit. Er durfte mit denen mit. Ja, die haben gesagt, also soundtechnisch, wenn du keinen Gehörschutz anhast, bist du schon nach der ersten Runde taub. Ja gut, das Ding ist wahrscheinlich auch wirklich arschlaut, ne? Hm.
Aber hat sonst einen geilen Sound. Ja, wir haben noch die alten Leopard-Panzer. Leopard 2, aber erste oder zweite Generation. Mhm. Made in Germany. Ja, hey. Oh, hier geht's. Das ist keine zweispurige Straße, Rainer. Ich hab's gemerkt. Das ist erst dann eine zweispurige Straße, wenn du eine zweite Spur aufmachst. Oh ja. Wie ein Barra? My Barra is over the ocean. Maschinenbarra. Und hier kommen Kurven. Lecker. Ein Hitachi. Soll jetzt ja nicht umwerfen, weil ich weiß nicht, wo ich lande. Wie sieht's mit Gegenverkehr aus? Gerade noch nichts da. Okay. Oh, der Reiter kommt da angepest. Jetzt kommt Auto. Jo. Kommt noch ein Auto. Jo. Wie hab ich überholt, der Saftsack? Wie hab ich einfach überholt? Oh, das ist eine scharfe Kurve. Ich weiß. Was ein guter Safe, Alter. Ich will zink. Oh. Und wir Nervenkitzel auch schon hinter uns. Oh, sah bestimmt gut aus. Oh ja. Ach ja. Also du hast dir da gut einen abgebounced, Heute ist Gegenverkehr LKW. Okay, habe ihn ausgebremst. Du hast ihn angehalten, um es anders auszudrücken. Weiß nicht, warum der so Angst hatte. Ja, keine Ahnung, da kam vielleicht so eine 60-Tonnen-Lok um die Ecke. 61 Tonnen Lok. Ja, Ohne 61, LKW und Auflieger. ja, 61 Tonnen Lok und da kommt noch, keine Ahnung, 30 Tonnen LKW dazu. Ja. Oh oh. Oh oh. Reicht das? Das reicht. Knallgas. Und da zum Glück haben wir so eine große Spur, ne? Okay. So lahmarschig wie ich jetzt bin, musste ich nicht so ausholen gehen. Ja, ich guck gerade mit 47 den Berg hier hoch. Und ich werd langsamer. 46 konstant. Okay, 45. Ja, jetzt bin ich auch bei konstanten 45 angekommen. Warte,
Es sinkt gleich bis auf 42. ...41, 40... ...41. 40, 39, 38, 7... 41 Geht konstant gerade. Alter, ich beschleunige wieder. hab wesentlich mehr PS als du, aber ich guck mit derselben Geschwindigkeit hier rum. Oh, ich beschleunige wieder. Er will vorbei. Jetzt fängt es an zu regnen. Bei dir fängt es an zu regnen. Bei dir nicht? Nein. Weil wir müssen hier rüber. Das reicht. Oh, oh, oh. Das reicht. Vertrau mir. Ach, der Stadtstreifen ist breit genug. Aber der Kreisverkehr nicht. Das ist ein Kreisverkehr. Scheiß die Wand an. Den Kreisverkehr habe ich ja gar nicht gesehen. Ich, als ich das Straßenschild gesehen habe. Scheiß die Wand an. Ich hab den nicht auf dem Navi gesehen. Oh, Junge. Das muss ich mir anschauen. Das war schön. Ich glaube, das muss ich nur später noch rausklippen. Das reicht. Aber der Kreisverkehr nicht. Ja, So. out of context, weißt du, erste Autobahnabfahrt, das reicht, keine Panik. Streifen ist breit genug. Und dann so eine Sekunde später so. Aber der Kreisverkehr reicht nicht. Ja, genau. Oh, schön. Ich weiß nicht, meine bestgeschautesten Clips, ja. Bis auf der eine, der bei Streamclips Germany eingesendet wurde, sind alle in LTS entstanden. Also ungelogen. Nicht mal der Clip mit der Paimon-Imitation von Lilly ist so gut geklickt worden. Mit der was? Ja, Lilly hat eine Paimon-Imitation gemacht bei mir im Stream. Okay. Ganz am Anfang, als ich relativ am Anfang war von Genshin. Okay, ich muss deine Clips anschauen. Und ich glaube, der DBD-Clip, wo ich meine spontane Entkilleisung hatte, war auch noch relativ gut dabei. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Irgendwie sieht das falsch aus. Hä? Was sieht falsch aus? Die Schilderführung hier. Yep. Kommst du rüber? Ich hoffe es. Wenn nicht, Differentialsperre tut's, ne? Mhm. Oh, ich sollte bremsen. Oh, sieht gut aus. Jo. Okay, ich werde nicht gefilzt. Das ist gut. Vor 6 Minuten war es 8 Uhr. Danke, Reiter. Na, wir haben noch 121 Kilometer, ne? 24, exakt.
Ja, du bist ein bisschen weiter hinten als ich. Jetzt beschleunigt das Drecksauto noch. Ich sehe es nicht. Ah, da ist es. Gibst du da vorne Knallgas? Ich beschleunige wieder. Nachdem ich jetzt extra auf dich gewartet habe. Ah, okay. Nett. Ja, wenn wir zusammen in relativer Nähe zusammenfahren, passieren die lustigsten Dinge. Möglicherweise. Oh, was kommt denn da vorne noch für Serpentinen, ey? Ach du Heilige. Ich freue mich schon. Das könnte dauern, bis wir hier oben sind. Ja. Nein, nicht umkippen. Oh. Ich hab den Truck schon liegen sehen. Reicht mein Treibstoff? Ja. Geht's runter darauf? Leichte Steigung, würde ich sagen. Wobei aktuell ist noch nicht so viel da. Ei. Mir regnet Nein, wieder einmal. Nein, bremsen! Boah! Hast du das Ausrufeschild nicht gesehen? Achtung, Kurve! Ich hab's gesehen. Aber nicht beachtet. Nee, ich hab nicht damit gerechnet, dass auf einmal mein LKW ausbrechen will. Ach, so ein bisschen Driften im LKW geht doch noch. Mhm. Ja, und da steht noch, Achtung, rutschig. Ah! Hello there. Fast hinten drauf. Hä? Ich werde fast hinten drauf. Oh, schön. Hast du das Schild nicht gesehen mit Achtung Kurve? Doch schon, aber nicht gedacht, dass unser LKW voll in die Eisen geht. Du musst damit rechnen, dass man bremst, wenn man in eine Kurve geht. Wer bremst, verliert. Ach so. Das Gaslupfen reicht. Mit dem halben Drift um die Kurve. Nice. Ach ja. Was eine Jetzt hab ich- Strecke hier durch die Berge hier. Schön. Ja, ne? Jetzt kommt mir gerade ein Lied in den Kopf. Oh, ich brems! Okay, das war die andere Art von Bremsen. Halt, stopp. Okay. Gut, kannst wieder ein Stück zurück. Hast einem MAN geküsst? Ja, der stand da schon mit Warnblinker. Der hat schon realisiert, dass ich da so scheiße um die Kurve komme. Fünf kleine Fische, die schwimmen im Meer. Blub, 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 blub. Reiter will mich schon wieder mobben. Ich mag das Warum? schon. Wieso? Dieses Trauma, du tust es immer wieder aufreißen.
Welches Trauma? Du warst dabei. Als du gesungen hast? Mhm. War schön. Mhm. Könnte es bitte mal aufhören zu regnen? Dankeschön. Ja, extra noch in den Einstellungen Regenwahrscheinlichkeit gering. Das sind jetzt deine Settings eingestellt. Ich glaube, dann übernimmt die Settings vom Host, aber es müsste dann eigentlich bei mir auch regnen. Oder sagen wir es mal so, es hätte bei mir schon längst regnen müssen, wenn es bei dir schon auf der Strecke regnet. Also jetzt hört's auf. Dann beginnt es gleich bei dir. Achtung, Kreisverkehr! Ich sehe ihn. Ui! Wow! Okay. Also ich habe ihn erfolgreich genommen, den Kreisverkehr. Ich bin mitten drüber. Zum Glück hat das jetzt Lilly nicht gesehen. Sonst hätte ich mir jetzt bestimmt wieder was anhören können. Sie ist die bessere Fahrerin oder so. Auch sie kann man von der Brücke schubsen. Doppelspurig. Gib Gas. Ich doch schon. Ich sag's meinem kleinen immerhin. Was stand da? Irgendwas mit 80, das habe ich lesen können. Ja, das steht schon, aber dort stand irgendwas geschrieben. Tunnelwand, was steht da oben? Respektchen. Irgendwas habe ich Den Rest konnte ich nicht mehr lesen, da bin ich schon dran vorbeigefahren. Was haben wir hier? Respekt. Nadlo? Irgendwas, Ja, das mein- irgendwas Albanisches, würde ich sagen. Wahrscheinlich schon. Woher kommt das? War es Albanien? Ja. Jetzt zieht er wieder ab. Der Berg runter ist halt immer Spaß und Freude. Freude. Ey, das unter uns ist eine unerkundete Strecke, glaube ich. Du kannst da Ja. lang fahren, weil das ist nicht abgesperrt. Habe ich auch gesehen. Ich gebe übrigens kein Gas, ich lasse mich gerade ausrollen. Ja, ich gebe Vollgas. Ich gab Vollgas. Habe ich dich abgeräumt? Nö, aber ein Mini-Pixel. Du so? Eventuell bin ich so leicht ausgebrochen. Also ich bin Profi-LKW-Fahrer, ja? Für alle, die zuschauen und eventuell im Lurks sitzen, ich kann das, definitiv. Ja, ja. Perfekt. Also ich bin der beste Fahrer in ETS seit, keine Ahnung, Seit Züge? seit Zug, ja. Bisschen langsam hier. Ist ein zweispuriger Tunnel. Okay. Da ist aber die Tunnelwand. Ja. Hat ein Tunnel so auf sich. Wände. Ja, Und eine Decke.
Ja, und meist hat es auch noch eine Fahrbahn, ne? Ja. Oder Schienen. Oder Schienen. Hey, das sieht es voraus. Ja, noch 2 Kilometer. Mhm. Du hängst. Was? Woran? Das ist schon wieder so fucking unsichtbarer Pixel. Yep. Oh. Wo Aufliegerschaden? Boah, ich hab 24% Aufliegerschaden. 15. Und Und 3% Fracht. Ich hab 6% Fracht. Sie hängen. Ja, nee. Ist mir noch nicht aufgefallen. Hallo, Timmy. Timmy! Das- Hallöchen. Das ist jetzt sehr unlucky, dass du genau dann rumkommst, wenn ich die letzten Kilometer der Tour zurücklege und dann gleich aufgehe. Aber er ist da. Aber er ist da, das stimmt. Bin ich hier richtig? Okay, kannst du eigentlich die zweite Auffahrt nehmen. Muss ich hier rechts? Oh ja. Boah, was sind das für Straßen hier? Und ich komme hier mit meiner 61-Tonnen-Lok um die Ecke. Mm. Ich mag Züge. Echt? Ja. Cool. Ah, das Spiel will mich doch verarschen. Alter, Spiel? Wo soll ich denn parken? Und vor allem, warum stehe ich auf einmal so? Ich muss hier wenden kommen. Also wenn du kurz stehen bleiben würdest, wäre das lieb von dir. Ja, dann bleibe ich mal kurz stehen. Wobei, theoretisch sind wir Geister, also kannst du eh nicht in mich reinfahren. Stimmt, da war ja was. Alter, das Spiel, das will mich doch mobben, indem ich jetzt hier rückwärts einparken soll. Und vor allem in dem Winkel. Einmal bitte wenden. Will nicht schnell einparken. Wäre langweilig. Ja. Was ist das schwere Einparken? Einfacher als das mittlere Ding. Hä? Ich habe ja das schwere genommen. Und das hier soll das mittlere Ding sein? Ja? Du bist mich doch verkaufen. Nö. So, killen wir mal So. den Aufflieger. So, zufriedenstellend. Boah. Jetzt stellen wir genau 2 Ladebays zu weit. Ich habe abgeladen. Ghosterie, Ghosterie, Ghosterie. Na, komm rum. Ghosterie, Ghosterie, Ghosterie.
Hm. Fahrzeugfehlfunktion? Du willst mich doch jetzt verarschen, oder? Schön. Ja! Gratulation. Annehmbar. Eventuell habe ich ja ein bisschen Schaden verursacht an der Fracht. Gut, eventuell bin ich einmal mit der Fracht umgekippt, also hey. Ja, also das kann passieren. Passiert ja fast bei jedem zweiten Ladung. Dein LKW ist im schlechten Zustand, so schnell wie möglich aufsuchen. Hey, meine Reifen haben 18% Verschleiß. Hm. Wie kann das sein, dass bei 18%, also das Fahrwerk, das hatte 15% und sollte schon ausgetauscht werden, ja? Und die Reifen bei 18%, die sind einfach nur sind in Ordnung. Okay, klar, why not? Gibt's da eigentlich eine Werkstatt? Hier gibt's Ja. 2 Werkstätten. 2? Da ist ein Okay. Da ist ein Fragezeichen, da fahr ich hin. Habe ich mir auch gerade gedacht. Gut, da fahre ich noch schnell die 2 Fragezeichen hier in der Stadt ab und dann. 2? Ja, wenn du rechts fährst an der Kreuzung, hast du noch eine Arbeitsagentur, würde ich sagen. Ist das Icon. Und das andere ist eine Werkstatt mit LKW-Händler. Okay. Schauen wir mal, was für ein Händler das ist. Boah, aber Ryder, wenn du das ausprobierst und du sagst, das ist machbar, dann müssen wir auf jeden Fall mal diese Strecke, die wir jetzt gefahren sind, nochmal mit dem Langen fahren. Denn du wolltest das ausprobieren, ne? Aber auch mit einem langen LKW vorne dran? Brauchst ja theoretisch brauchst du ja die Lenkleistung, ne? Das ist die Zugleistung dann. Dann nehmen wir uns noch eine Mod rein, wo wir ein bisschen mehr Fracht haben. Also ein bisschen schwerere Fracht und dann let's go. Immerhin Händler. Yay. Meine Apps habe ich zu Hause. Wow. Da habe ich die Curve mitgenommen. Ihr habt ja schon Angst, es sei ein Renault. Ein Renault-Händler? Mhm. Na, dort steht ja immerhin. Der reinfährst, das ist ein Renault. Hi. Na? Öfters hier? Ja. Oh, das war jetzt aber schon geil, muss ich sagen. Ich habe gerade eben noch was entdeckt. Ich will das doch kurz abchecken. Ganz kurz noch. Okay, das wäre. Wo ist mein Handy? Muss Fotos machen, dass ich den Ort Strecke finde. Wo ist mein Handy? Gut. Bin kurz Handy suchen. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Hab Handy gefunden. Ach so, das ist die zweite Zufahrt zum MAN-Händler. Reiter, ich kann zaubern. Kannst du?
Ja. Also, Ich kann an der einen Stelle losfahren vom Händler und auf der anderen Seite wieder rauskommen. ich hab das Foto gemacht für die Tour. Okay, ich bin hinter dir. Wenn du da links lang fährst, vom Händler, durch die enge Seitenstraße, tust du einen neuen Kartenabschnitt freischalten. Das ist eigentlich nur eine zweite Zufahrt zu dem Kreisverkehr bis zum Händler. Nee, das schmale Ding. Ja, da einfach durch. Okay. Und kommst dann halt beim Kreisverkehr raus. Wenn du dann wenn du dann wieder die erste Ausfahrt nimmst, kommst du beim Händler wieder raus. Oh, guck mal, Rainer kann auch zaubern. So, aber wie ich jetzt gesagt habe, das ist die letzte Tour des Tages. Ist die erste und letzte Tour gleichzeitig. Suchen wir uns doch mal ein Opfer zum Reden. Oder eine liebenswerte Person zum Reden. Ein liebenswertes Opfer. Auch? Auch. Ich weiß nur. Ich weiß nur nicht. Wen? Wen? Das ist das andere Problem. Nimm die Nummer 3. Ja, ich habe diesmal keine große Auswahl. Egal, von dort, wo du anfängst zu zählen, die Nummer 3. Nee, der spielt League of Legends. Zu League of Legends werde ich niemals reden. Es sei denn, es ist die eine Streamerin, aber nee. Gern. So, da. Der spielt Genshin Impact. Okay. Also das, was ich quasi die letzten 6 Stunden gespielt habe, bevor ich ETS gespielt habe für knapp eine anderthalb Stunde. Ja. Ach ja. So, Rainer hat den Drill schon erkannt. Lasst einen Fisch da. Der Tag kennt ihn auch. Der alte Mann kennt alles. Ja, der alte Mann, der kennt ja wirklich alles. Danke, Rainer, dass du mitgespielt hast. No problem. Dürfte sowieso nicht was machen, also was lustig. Und dann danke ich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns irgendwann im Laufe der Woche, je nachdem. Mal schauen, ob und wann ich während der Woche Lust habe. Aber sonst am Wochenende, ihr kennt's ja. Also, bis denne. Bis deine Antenne. Bleibt sauber, kein Blödsinn, freundlich sein, Immer schön bitte und danke sagen. genügend trinken. Bringt euch wann anders um.